Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Pixel Buddies Podcast. Heute wieder mit einer Spezialfolge, und zwar eine, auf die ich mich persönlich sehr, sehr schon freue. Emotionale Momente in Videospielen. Und dafür habe ich mal wieder zwei der Kollegen mitgebracht. Einmal die Kira Hallo. und den Dennis. Ja, moin, hi. Es freut mich, dass es funktioniert hat. Wir mussten sogar ein bisschen schieben, und danke, dass wir schieben konnten, weil ich war wirklich heiß auf dieses Thema, weil das für mich Emotionalität in Spielen immer ein ganz, ganz großes Thema war. Ein Grund, warum ich überhaupt Videospiele spiele. Und ich freue mich heute mit euch ein bisschen auszutauschen, was denn für euch sehr emotionale Momente in Videospielen waren, wie sie euch emotional berührt haben und was da überhaupt passiert ist. Und Spoiler Alert, also. ja, genau, ganz, ganz wichtig, Ja. bei allen Spielen, über die wir sprechen, vielleicht machen wir bei jedem Spiel, was wir sprechen, auch nochmal so kurz so 2 Sekunden, dass man auf Pause drücken kann, um zu skippen oder sowas. Ja, zumindest Ganz würde große ich Spoilerwarnung. den Titel vorher kurz nennen, dass die Leute die Möglichkeit haben, dass sie hören, okay, jetzt geht's um Spiel XY. Möglichkeit, Genau. Pause zu haben. Es gibt einfach ein paar Minuten vor. Ich werde sehen, dass ich Timestamps reinmache. Dann könnt ihr das entsprechende Spiel einfach überspringen, falls ihr euch da nicht spoilern wollt. Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, und was ich festgestellt habe, ich habe in Vorbereitung ein bisschen geguckt und wollte jetzt auch ein bisschen gucken, dass wir nicht nur über traurige Momente sprechen, weil das war auch so das, was mir gleich in den Kopf kam, wenn ich an emotionale Momente denke, und scheinbar ist das auch ein bisschen weiter verbreitet. Das Komische ist, ich habe nach emotionalen Momenten in Videospielen ein bisschen gesucht, was waren so die größten, und man findet dann schnell die 10 emotionalsten Momente, und meistens sind die einfach immer nur traurig. Und im Gegensatz dazu habe ich mal nach emotionalen Momenten in Filmen geguckt, und da ist die Bandbreite irgendwie gleich viel breiter, weil Emotionen sind ja nicht nur traurige und düstere Momente, sondern auch Wut oder, keine Ahnung, Freude. Es gibt natürlich leider nicht so viele witzige Spiele, finde ich, wie die Spiele mit traurigen Momenten, aber ich fand es doch recht auffällig, dass man mehr traurige Momente findet als welche, die andere Emotionen auslösen, und ich fand, das war im Gegensatz zum Film eine ganz andere Nummer. Ich weiß jetzt nicht, woher das kommt, ob einfach die traurigen Momente irgendwie stärker wiegen, dass man sich da mehr dran erinnert. Weiß nicht, habt ihr 'ne Vermutung in der Richtung? Ich glaube, dass Trauer auslösen ich glaube, dass das mit das einfachste Mittel ist, was ich anwenden kann, um eben 'ne Mhm. Emotion im Spieler oder eben auch im Zuschauer auszulösen. Und ich glaube, dass es deswegen vielleicht auch 'n bisschen inflationär genutzt wird, um, ja, was in meinem Spieler auszulösen, an das er sich erinnern kann. Ja. Ja, ich finde, es ist auch, was du schon sagtest, ein bisschen einfach zu machen. Ich glaube, wir können mir vorstellen, dass es auch schwieriger ist, einen guten Witz zu machen, als jetzt einfach einen Charakter. Ich meine, gute, traurige, emotionale Momente aufzubauen, ist auch schwierig und viel Arbeit. Mhm. Man muss 'n Charakter irgendwie eine Verbindung geben, wenn dem dann was zustößt oder sowas. Aber es geht ja auch schnell in die cheesy Richtung, dass es ein bisschen kitschig wird oder sowas, wofür ich auch sehr empfänglich bin, da muss ich ehrlich sein. Aber, ja, ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen einfacher ist und ein bisschen einfacheres Werkzeug. Mhm. Da kann ich mich nur anschließen. Schon alles gesagt, was ich mir gerade auch gedacht habe. Ich denke mal einfach, es ist einfach, es wirkt sehr extrem. Trauer ist auch das, was wir wirklich alle kennen in verschiedensten Formen, womit man sich auch je nach Situation einfach viel leichter identifizieren kann. Ja. Und ich glaube, Ja, es darum kickt das umso mehr rein. Ich finde es halt ein bisschen schade. Also, gerade witzige Spiele, finde ich, sind irgendwie sehr wenige geworden, oder sind immer noch sehr wenige. Davon könnte es viel mehr geben, dass sich Spiele auch mehr trauen, mehr Humor zu zeigen. Klar, es ist ein bisschen Arbeit und nicht ganz so einfach, weil das Timing stimmen muss und so weiter, aber hätte ich auch viel häufiger, gesehen gerne. Ja, das ist mir nur so bei der Recherche vorher ein bisschen aufgefallen. Und was auch noch ein großer Punkt war, fand ich, bei mir persönlich ist es auch Musik, die viel ausmacht bei so Mhm. emotionalen Momenten. Wollte ich mal abklären mit euch, ob das Ja, bei euch ja, auch so ist. Weil ähnlich wie bei Horror, wenn man sich einen Horrorfilm oder auch ein Horrorspiel anguckt und einfach mal die Musik oder den Ton ausmacht, dann wird das sehr schnell sehr flach und wirkt dann halt überhaupt nicht mehr.
aber da können wir ja später zu den speziellen Situationen auch gerne noch eingehen. Also, kleine, Randnotiz, was, Musik und Emotionen angeht. Ich empfehle, auf YouTube mal einzugeben: „Star Wars minus Williams." Das sind Szenen, unter anderem die Endszene von Episode 4, wo sie die Ehrung bekommen, und die Endszene von Episode 6 mit der Feier, wo sie die Songs von John Williams rausgeschnitten haben. Ja, Und wie bescheuert das teilweise wirkt, wenn diese Musik einfach fehlt, wie so ein richtig emotionaler Moment ist ja in beiden Fällen. Einmal, also oder beide sind sehr freudige ja. Szenen, wo man wirklich sagt: „Oh, das Imperium, hat einmal einen großen Schlag bekommen und einmal ist besiegt." Und das wirkt so lächerlich, wenn das einfach weg ist. Also Ja, auch ja, das kann ich nur bestätigen. Ja, auch wie lang die Szenen dann geschnitten sind. Ja, Und das Witzige dabei ist, dass die ganzen Geräusche noch drinne sind, so leichtes Schuhquietschen beim Laufen und so weiter. ja. Ah, du Hat auch kennst 'n das, ja? ja, hat auch 'n sehr witzigen Effekt, aber ja, das wirkt halt dann einfach überhaupt Ne, gar also nicht so mehr. Musik und generell natürlich auch Sounddesign ist einfach 'n massiver Punkt in jeder Szene, die was in dir auslösen soll, ob jetzt Film oder Spiel. Ja. Ja gut, ich habe noch so zwischendurch 'n paar Sachen, die kann ich gerne mal reinwerfen, aber ich denke, jeder hat sich so 'n paar Situationen, aus Spielen rausgesucht und dann können wir gerne mal gucken, was wir da so zusammengetragen haben. Tristan, kannst gerne anfangen. Ja, sehr gerne. Und ich fange auch mit einem nicht traurigen Moment an. Sehr schön. Ist dann auch ein perfekter Einstieg, nachdem wir darüber gesprochen haben. Und zwar, da kurz, wie ich auch darauf kam, ich habe das gerade schon im Vorfeld gesagt, mein Neffe war jetzt eine Woche zu Besuch, und der hatte noch nie Star Wars gesehen. Das haben wir nachgeholt. Wir haben es geschafft, in einer Woche jetzt Episode 1 bis 6 komplett zu gucken. Ist jetzt komplett angefixt. Und er wollte dann Star Wars Squadrons in VR spielen. Also ein Star Wars Spiel. Ich meinte, ich habe auch eins in VR, Squadrons. Und er hat genauso reagiert wie ich, und das fand ich sehr lustig. Bei der allerersten Mission schon, das spielt man ja, also jetzt hier Spoilerwarnung Star Wars Squadrons, auch wenn es die erste Mission ist, aber es ist ein sehr cooler Moment. Da spielt man für das Imperium und soll Flüchtlinge von Alderaan nach der Vernichtung, soll man die aufspüren und umbringen. Und man spielt aus Sicht des Imperiums und macht dann so ein paar kleine Sachen, scannt Schiffe, bla bla bla, schüchtert Leute ein, und dann findet man die, es kommt zum Kampf, und das sind vielleicht, keine Ahnung, 10 Minuten oder sowas. Und dann verrät einen der eigene Captain, Kommandant, ich weiß nicht mehr den genauen Titel, weil er zu den Rebellen überläuft. Und mein Neffe und ich, wir haben genau gleich reagiert. Wir haben uns verraten gefühlt. Obwohl wir auf der Seite des Bösen sind, obwohl das Spiel gerade mal 10 Minuten geht, weil man so direkt auch, VR hilft natürlich auch, direkt in der Rolle ist. Und dann kommt dieser Moment, und eigentlich sollte man ja denken, ja, ist ja eine coole Socke, der wechselt zu den Rebellen, er haut uns jetzt weg. Aber man hat halt noch eine Kameradin, die dann auch voll eskaliert und sagt, ne, weil das ein großer Held des Imperiums ist und sowas, und diesen Verrat auch im Spiel transportiert, und man selber fühlt sich verraten, und dann fliegt man dem hinterher, und versucht, den einzuholen und sowas. Und das fand ich sehr, sehr interessant, wie das Spiel das in so kurzer Zeit schafft, dass ich mich in diese Rolle so reinversetze, dass dieser Moment emotional tatsächlich für einen ist, und mein Neffe saß hier: „Wie kann der es wagen?" Total sauer. Ja, also, und das fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. Wirklich nur ein kleiner Moment, aber der einen so direkt reincatcht in diese Welt. Wie gesagt, ich behaupte auch mal, dass das VR dazu geholfen hat, dass man sich da sogar noch mal ein bisschen mehr identifiziert. Aber fand ich total spannend. Und dann macht natürlich das Spiel den Kniff, dass man dann auf die Seite der Rebellen direkt im Anschluss wechselt Mhm. und diese Flüchtlinge mit dem Verräter beschützen soll. Und ganz ehrlich, das wollte ich in dem Moment überhaupt nicht. Ich wollte die holen und die Flüchtlinge umbringen, obwohl das ja eigentlich böse ist. Ja, aber schon 'ne Leistung vom Spiel. Zudem muss man auch sagen, du sitzt ja wirklich nur im Flieger beziehungsweise im TIE Mhm. Fighter in dem Fall und, hast ja eigentlich nur Funksprüche. Du hast ja keine Gesichtsanimationen, weder von dem Verräter noch von deiner Kollegin. Du hast ja eigentlich alles nur übers Voice Acting und ja, wahrscheinlich auch über die Musik, aber, Ja. das ist schon nicht ganz einfach zu transportieren. Was mich auch so 'n später habe ich mir auch notiert, was halt wichtig ist, ist einfach, was die Animationen mittlerweile gemacht haben, und aber halt, was auch das Voice Acting ausmacht, dass du gute Schauspieler hast, die halt im Voice Acting auch die Emotionen rüberbringen. Hm.
Ich dachte auch tatsächlich, dass das so ist, dass du selber der Verräter bist, also selber wechselst. Ich habe das auch mal gespielt, das war aber schon damals, als es rauskam. Ich glaube 2018 oder sowas kam das. Und auf jeden Fall habe ich es Ist noch ohne VR damals gespielt. Und ich finde, das Spiel hätte es leichter gehabt, wenn es dir selber sagt, dass du eigentlich zu den Rebellen gehörst und dann das Imperium hintergehst. Das wäre einfacher, weil die Rebellen nun mal die gute Seite sind. Das wäre einfacher zu erklären. Aber es ist ja auch schon mal cool, wenn es schafft, dir die Rolle von einem Imperiumssoldaten oder Piloten zu verkaufen und dass du dann auch wirklich dahinter stehst. Ja, Ja. finde ich auch krass, mir das vorzustellen. Also ich kenne halt die Mission nicht, aber wenn das Spiel es schafft, dass ich mich so sehr in die böse Seite reinfühle, dass ich dann Mhm. am Ende in der nächsten Mission nicht mal mehr den Rebellen helfen will, dann finde ich das schon, ja, also es ist gutes Handwerk vom Spiel. Ja, aber nur ganz kurz, das ist tatsächlich die gleiche Mission. Also die Mission ist ganz cool aufgebaut, weil nachdem du den versuchst zu verfolgen, wechselt das in den anderen Piloten von den Ah. Rebellen. Und dann kommt der an und dann muss man die Flüchtlinge beschützen. Mhm. Zusammen mit dem Verräter, also mit dem, der auch die Seite gewechselt hat. Und was natürlich auch so in dem Moment dann ist, so mit, weil er ankommt, ganz am Anfang der Mission, so, ja, welche Schiffe sollen wir nehmen? Und dann so, ja, die alten TIE Fighter, wir machen das klassisch, damit man schwächer ist für später, Ja, wenn er ja. Ja, wechselt. cool. Und dann realisiert man das und das kommt dann auch noch hinzu. Und ich weiß nicht, wie viele das genauso sehen. Ich fand es nur lustig, dass mein Neffe genauso reagiert hat wie Mhm. ich. Und dann war das in dem Moment so, weil ich ja wusste, wir machen ja die Aufnahme bald, direkt aufgeschrieben. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo du sagst, du hast deinem Neffen zugeguckt, du kanntest die Situation wahrscheinlich schon und wusstest, was Ja. auf ihn zukommt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, warum so Reaction-Streams einfach super funktionieren oder Videos. Es gibt immer solche Zusammenschnitte von, wie reagieren 10 Streamer auf folgenden Moment in Spiel XY. Wird ja auch gerne mal zusammengeschnitten oder irgendwelchen Highlight-Reels Mhm. oder sowas gepostet, warum das so gut funktioniert. Weil ich finde es auch cool, ich kenne das Spiel und kenne den Twist, dann die Reaktion von anderen Leuten zu sehen, ist auch immer Ja, unterhaltsam. ja. Da gab es auch mal von, ich glaube, College Humor ein Video mit, was ist besser als Game of Thrones gucken, Leuten zuzugucken, die Ja. Game of Thrones das erste Mal zu gucken. Ja, ich weiß noch damals die Videos, wo Leute ihre Frau gefilmt haben oder ihre Freunde, wie sie zum ersten Mal Red Wedding sehen und einfach nur die Reaktion, ohne dass du tatsächlich das Bild vom Fernseher siehst. Wie geschockt die alle waren. Ich hätte gerne meine eigene Reaktion in dem Moment gesehen, muss ich sagen. Ja. Sehr Ja, cool. und das war's mal für den Einstieg mit nicht traurigeren emotionalen Momenten. Aber ich muss sagen, ich habe 3 Momente für uns vorbereitet und keiner davon ist traurig. Das ist Sehr auch schön. gut. Weil ich muss tatsächlich gestehen, bei mir sind, glaube ich, die meisten traurig. Naja, so ein bisschen bittersüß vielleicht noch, habe ich noch dabei, ein bisschen Melancholie, aber ja, dann haben wir aber, glaube ich, einen ganz guten Schnitt. Aber Kira, wenn du magst, kannst du gerne weitermachen. Na, ich habe uns 3 Momente mit 3 verschiedenen Emotionen mitgebracht aus 2 meiner absoluten Lieblingsspiele, und zwar The Witcher 3 und Undertale. Und dann würde ich mal mit einem wirklich spoilerischen Ding von The Witcher einsteigen. Ne? Spoilerwarnung hier jetzt. Es gibt eine Quest, habt ihr gespielt? Ja, Mhm. Bin Es gespannt, was gibt du jetzt sagst. fallen mir viele die Sachen ein. Quest mit dem Herzgeist in dem Monsterbaum. Oh, okay. Die Ja, habe ich, glaube ich, irgendwie verkackt beim Durchspielen. Ich Ja, was heißt glaube, verkackt? Es gibt ja, kein richtig oder falsch hier, aber ja, das es auch. fühlt sich trotzdem so an. Ich weiß nicht, die ist auf mir tatsächlich gar nicht so hängen geblieben. Ich glaube, weil ich die irgendwie ich weiß nicht, ob ich da eine falsche Entscheidung getroffen habe und, irgendwie ist die komplett an mir vorbeigegangen. Ich würde die gerne noch mal spielen, weil die häufig gelobt wird auch, aber jeder redet immer nur über Red Baron und, vielleicht diese drei Hexenschwestern fallen mir noch Ja. ein. Ja, aber führ gerne aus. Naja, es hat ja auch mit den 3 Mumen zu tun, weil der Geist in dem Baum, die ja sagt, dass er oder sie oder es auch gegen die ist und dass, wenn du es freilässt, dass es die Kinder beschützt und irgendwas gegen die Mumen macht. Und du denkst dir aber natürlich, also eigentlich ist ja klar, dass das geil wäre, wenn das so wäre, aber du fragst dich halt die ganze Zeit, ob du jetzt diesem Monsterding, das in dem Baum eingesperrt ist, wahrscheinlich aus gutem Grund, ob du dem jetzt wirklich glauben willst. Außerdem bringt es ja auch die ganze Zeit die Dörfler um, die da zu diesem Baum wollen. Ja, genau. Und macht, dass die eine schlechte Ernte haben und so.
Aber ich habe die Mumen schon wirklich dolle gehasst. Und hab mir gedacht, also wenn es mir hilft, wie schlimm kann es denn jetzt wirklich sein, dieses Vieh freizulassen? Und ich habe es freigelassen. Und es war dann auch erstmal okay. Also du merkst dann halt auch nicht sofort, was da jetzt eben die Konsequenz draus ist. Also letzten Endes, es sagt dir ja, es wird diese Kinder beschützen. Und Spoiler Alert, das tut es auch. Aber es ist auch wirklich wütend auf die Dörfler. Und wenn du das nächste Mal ins Dorf gehst, sind alle tot. Und liegen da rum und vergammeln. Und ich stand da und es war nicht mal Wut oder Enttäuschung, es war der absolute Schockmoment für mich, da zu stehen, zu diesem Dorf hinzugehen und dann einfach nur all diese toten Menschen zu sehen. Und ich weiß, dass es dieser Geist war, der da durchgeritten ist. Das hat mich in dem Moment wirklich, ich war sprachlos. Ich möchte behaupten, dass ich erstmal gar nichts gefühlt habe. Ich finde, das kann Witcher auch super gut, diese Verzögerung. Also du hast in Fallout auch ab und zu schon diese moralischen Entscheidungen, hast dann aber sofort eigentlich das Ergebnis mitbekommen. Und bei Witcher war es schon häufiger mal so, dass du eine Entscheidung getroffen hast, dann war diese Questreihe mehr oder weniger abgeschlossen Ja. und dann irgendwann wird das wieder aufgegriffen, viel, viel später und hast gar nicht mehr damit gerechnet, weil ich weiß nicht, ob man das auslösen kann, aber der Moment, wenn man dann in das Dorf zurückkommt, der ist ja viel weiter davon entfernt, von der Entscheidung. Und Ja. diese Verzögerung, dass du das so ein bisschen vergisst quasi, finde ich, macht das auch nochmal intensiver, wenn du dann zurückkehrst. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, du gehst dann zu dem Dorf, du willst irgendwas vom Ältesten oder was auch immer, ich weiß es nicht mehr. Und die sind einfach alle tot. Ja. Und das Ich ist glaub- deine Schuld. Ja, ich glaube, du gehst mit dem Ziel wieder ins Dorf von einer anderen Quest. Und diese Quest mit dem Baum ist abgeschlossen und eine andere Quest zwingt dich dann mehr oder weniger nochmal in dieses Dorf zu gehen und dann, glaube ich, kriegst du die Konsequenzen mit oder so. Aber das war cool, dass das so weit auseinandergezogen war. Aber kann dann die heißt ganze es, überlegen. Entschuldigung. Ich bin jetzt überlegen, was hatten die Dörfler nochmal gemacht, weil ich erinnere mich auch daran und ich erinnere mich auch, in das Dorf zurückgekommen zu sein. Ich habe mich daran erinnert zu sagen, ja gut. Ja, die Ich weiß haben, gerade nur nicht mehr, was die gemacht nein, der haben. Geist war sauer, weil die Dörfler immer Opfergaben an die Mumen gebracht haben. Und die Mumen haben dann manchmal, wenn sie gut drauf waren, gemacht, dass die eine gute Ernte hatten. Genau, aber da haben ja dafür dann auch die Kinder gelitten und so ein Kram, stimmt, ne? Ja. Oder? Und Ja, die deswegen, Kinder weil ich, haben nur dann gelitten, wenn es keine gute Ernte gab, wenn es nicht genug zu essen gab. ja, aber die haben gelitten. Und genau. Und ich erinnere mich nämlich, weil ich wusste nicht mal, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, aber ich erinnere mich daran und ich kam in dieses Dorf zurück und meine Emotion war gut. Nein, Haben die sie Dörfler, verdient. nein, aber die Dörfler haben ja den Mumen geglaubt, weil die Mumen haben gesagt, ihr bringt uns die Kinder und wir sorgen dafür, dass es denen gut geht und dass die nie wieder Hunger leiden und so. Die Dörfler Ja. dachten, den Kindern geht es gut. Die haben ihre Kinder nicht in dem Sinne geopfert. Aber ich meine mich zu erinnern, dass sie es doch wussten. Also zumindest Naja, teilweise. Das ist sie- so lange her. Das ist das Ich Problem nehme an, gerade. dass sie das gerne glauben wollten, weil letzten Endes Ja. war es ja auch so, dass die Dörfler, die mussten sich immer die Ohren abschneiden und haben die den Mumen gegeben und die haben damit irgendwelche Zauber gemacht. Also, wenn ich das machen muss, dann muss ich im Grunde auch davon ausgehen, dass die scheiße sind zu meinen Kindern. Das ist schon richtig. Ja. Aber gleichzeitig würde ich als Dörfler, der am Verhungern ist, möchte ich natürlich auch irgendwo glauben, dass wenn ich mein Kind da hinschicke, dass die dann wirklich Essen bekommen. Weil ich weiß ja auch, dass die Mumen die Macht haben, dafür zu sorgen, dass es Essen gibt. Also, Ja, war schon das so ein würde ich den bisschen, Dörfler jetzt, das habe ich denen nicht vorgeworfen, muss ich dir sagen. Also so ich ein schon. bisschen Hunger Games. Also ich weiß, dass ich es denen vorgeworfen habe, deswegen war meine Emotion komplett anders, weil das war halt wirklich so, ja, gut, habe ich zur Kenntnis genommen, komme ich mit klar. Nee, weil daran kann ich mich erinnern, dieser Moment, wie ich zurückgekommen bin. Ja, aber andererseits, jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn sie es gewusst hätten, was sollen sie denn machen? Sie können die Kinder bei sich behalten und alle zusammen verhungern. Also, ich will jetzt Wegziehen. nicht sagen, dass es richtig ist, aber Er ist halt so ein moralischer Zwist, ne? Aber bringt mich ja noch auf den Punkt, ich finde, häufig sind solche Momente in Rollenspielen zu finden. Und ich habe mir überlegt, also abgesehen von Horrorspiele vermitteln ja meistens nur eine Emotion oder wollen immer nur eine Emotion vermitteln. So überlegt, welches Genre ist eurer Meinung nach
am besten da drin, irgendwie Emotionen zu vermitteln. Also Walking Simulator habe ich noch so ein bisschen dran überlegt, Hm. auch wenn manche sagen, das sind ja keine Spiele. Ähm, ja, aber ich finde, dadurch, vielleicht auch durch die Länge und den Fokus auf die Story und die Charaktere, sind Rollenspiele schon irgendwie ein bisschen da ja, prädestiniert zu, Emotionen zu vermitteln. Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Einfach, wie du schon sagst, alleine schon durch die Länge, Mhm. wo die Spielemacher ja einfach auch viel mehr die Möglichkeit haben, dem Spieler ja die Charaktere zum Beispiel näher zu bringen. Aber dann gibt es halt auch wieder, also Walking Simulator hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber hast du natürlich auch voll recht mit. Wobei, ja, ich kann die Argumentation, das ist ja gar kein richtiges Spiel, kann ich irgendwo schon verstehen, weil ich das Gefühl habe, es ist halt mehr ein interaktiver Film oder auch ein interaktives Buch. Ähm, und das ist aber eben auch eine ganz andere Art und Weise, jemandem eine Geschichte näher zu bringen und dich da eben auch in einer Art und Weise so zu involvieren, dass es eben auch was in dir auslöst. Also, es sind halt diese gewissen, wie soll ich sagen, diese gewissen Mechaniken, die einfach in gewissen Spielen mehr prävalent sind, die es schaffen, etwas in dir auszulösen. Ja, ich glaube, viel hat damit zu tun, wie nah du an den Charakteren bist. Und ich könnte jetzt auch sagen, hier, Last of Us ist zum Beispiel ähnlich. Da bist du auch immer sehr stark an den Charakteren, ist sehr erzählerisch. Das könnte man vielleicht noch mit reinholen, aber ich glaube, hat immer viel damit zu tun, wie nah einem die Charaktere in den Spielen sind. Ja, also auch hier Rollenspiele definitiv wegen der Nähe, weil du in vielen Fällen ja auch den Charakter selber erstellst, nicht immer, aber oft. Und halt, weil du Entscheidungen triffst. Und durch Mhm. die Entscheidung bist du halt auch noch mal näher dran an dem Charakter, an der ganzen Geschichte. Deswegen würde ich auch sagen, Rollenspiele sind eher prädestiniert dafür. Aber eine emotionale Geschichte, emotionale Momente kannst du trotzdem überall Ja. finden, ne? Also, das ist, Und wenn es nur das Frustration ist, weil du irgendwas wenn es so geschafft. Frustration ist, ja. Dann kann man auch Tetris als emotionales Spiel Ja. mit reinnehmen. Ja. Aber ja, ich meine, das, was wir auch an Videospielen gut finden. Auch so was wie Frustration, das ist ja auch durchaus 'ne Emotion. Ich sage nur Dark Souls, diesen Willen auch weiterzumachen und diese Emotion, wenn man dann 'n Boss nach 10 Versuchen oder so was gelegt hat, das ist schon extrem intensiv. Also, das sollte Ja. man nicht unterschätzen und das ist definitiv Momente, die und also mich zumindest auch immer wieder Videospiele spielen lassen, genau deswegen. Ähm, aber ja, ich meine, Dark Souls ist auch ein Rollenspiel, ne? Kann man ja auch argumentieren. Ja, aber ich verstehe schon deinen Punkt. Ich will das jetzt auch anderen Spielen nicht absprechen, aber weiß nicht, die ein bisschen größere Bandbreite zu zeigen, finde ich, sind mir Rollenspiele schon sehr präsent gewesen, sagen wir es mal so. Ich hätte tatsächlich ein gutes Beispiel jetzt, basierend darauf, was du gerade gesagt hast, was kein Rollenspiel ist, aber bezüglich der Charakternähe. Und zwar auch hier als ganz große Spoilerwarnung: A Way Out. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Gespielt Ne, nicht, aber ich glaube, ich weiß, wie es ausgeht. ich glaube, Weil das ist eigentlich dürfte ich jetzt nicht darüber reden, wenn Kira es auch gar nicht gespielt hat und ich weiß, wie es ausgeht, weil A Way Out ist kompletter Wahnsinn, was Emotionen angeht, ich weil weiß die gar nichts über das Spiel spontan. das ist von den Machern von auch It Takes Two und jetzt Split Faction, was erst Ja. rauskam. Das ist ein Spiel, das Und musst du im Multiplayer im Splitscreen ja, spielen. Da auch eine gibt's also auch wenn ganz große Empfehlung, Brothers Tale of Two Sons. Gab, glaube ich, jetzt sogar ein Remake. ja. Das war auch klasse. Das ist genau andersrum. Da spielt man zwei Brüder, man spielt es aber alleine und hat einen Stick für jeden Bruder. Hat auch ein sehr emotionales Ende. Habe ich auch noch nicht Das ist ja gespielt. wild. Habe ich mich aber auch schon gespoilert und ich glaube, das ist auch eine große Empfehlung. Das wurde mir sehr häufig empfohlen, wenn ich irgendwo nach emotionalen Spielen gesucht habe. Hat auch einen ganz üblen Twist am Ende. Aber mach gerne weiter. Ja, genau. Bei A Way Out ist halt die Prämisse, du spielst 2 Leute in einem Gefängnis und du brichst aus dem Gefängnis. Und du musst zusammenarbeiten und dann entfaltet sich so die Geschichte erstmal von, ja, man kennt sich noch nicht wirklich, man lernt sich kennen und jeder Person spielt einen dieser beiden Leute. Und dann lernt man auch die Leute kennen, warum sie im Gefängnis gelandet sind, ne, die Familie von dem einen Typen und sowas. Ich glaube, mit Kind war das noch und was weiß ich. Und du fängst auch an, dich mit deinem Charakter zu identifizieren über das ganze Spiel hinaus. Und halt, ja, dann muss ich dich jetzt leider spoilern, Kira. Und halt der Twist am Ende ist, dass einer der beiden Charaktere ein Undercover-Cop ist, der nur dafür da war, um halt
durch den Typen an andere ranzukommen und bla bla bla. Und die beiden haben sich halt richtig verbrüdert im Laufe dieses Spiels. Und du musst am Ende den anderen erschießen. Also du spielst die ganze Zeit miteinander, selbst Brettspiele, so richtig kleine Momente, ne? Und hilfst dir die ganze Zeit gegenseitig mit einer anderen realen Person. Das ist halt im Couch-Koop umso krasser dann dieser Moment. Dann kommt halt raus, der eine ist der Cop. Ich war dann der Cop war. Und meine damalige Freundin hat den anderen Typen gespielt. Und dann bist du in so einem Shootout gegeneinander und musst halt gegeneinander kämpfen. Und die schreien sich im Spiel gegenseitig Sachen an, warum der andere jetzt böse ist und sowas. Ne? Der Cop halt, du bist ein Krimineller, du lässt deine Familie, weil du kriminell bist, da sein. Der andere, ey, wir waren wie Brüder gerade, so ein bisschen so ein Star Wars Episode 3 Moment. Und in der Realität haben meine damalige Freundin und ich uns halt gebieft, so nein, ich habe ein Recht zu überleben, weil aus den und den Gründen und sie nein, aber ich habe ein Recht zu überleben. Und dann haben wir das ausgespielt. Wir haben nicht einen gewinnen lassen. Das war ein richtiger Kampf auf Leben und Tod für unsere Figuren in diesem Moment. Und das hat bis heute kein Spiel nochmal geschafft oder vorher. Das so krass, die Emotionen auch auf die Realität zu übertragen, weil du identifizierst dich halt. Ja, Mhm. hätte ich den anderen Charakter gespielt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein, der hat das Recht. Einfach weil ich dieses ganze Spiel meinen Charakter verfolgt, gespielt, identifiziert habe, wollte ich natürlich auch, dass der überlebt. So komplett unabhängig davon, was jetzt wirklich moralisch korrekter wäre in Ja. dem Moment. Einfach weil ich das war in diesem Moment. Und wie gesagt, die haben sich im Spiel gebieft, wir haben uns in der Realität gebieft. Es war wirklich krass, muss ich sagen, aber halt positiv krass. Das hat einen so mitgenommen, mitgerissen, das war schon heftig. Und wir haben halt den Twist nicht kommen sehen. Der Twist war halt auch echt übel. Das heißt aber auch, du als der einen Polizisten spielst, weißt am Anfang nicht, dass du einen Polizisten Ja, spielst. das weißt Okay. du bis zum Schluss nicht. Das ist eigentlich ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, das habe Du, ich mir halt auch gedacht. du sagst, du identifizierst dich ganz krass mit dieser Person Ja. und eigentlich, wenn man das so sehen will und du würdest diese Figur wirklich spielen, müsstest du es ja eigentlich wissen. Und was ich mich jetzt auch frage, ist diese gespielte oder diese Brudergefühle, die sie füreinander haben, ist die von dem Polizisten gespielt oder Nein, entwickelt die waren echt. Die waren diese, echt. Also er versucht ihm dann okay, zu helfen am Ende. Und also mit dem Identifizieren, du weißt nicht, dass er ein Cop ist. Man kann es ein bisschen erahnen, weil er auch nicht ganz so hardcore unterwegs ist und bla bla bla. Ne? Also das ist halt undercover. Also der macht trotzdem Sachen, die kein Undercover-Cop machen würden. Aber er versucht ihm am Ende auch zu helfen. Er meint so, hey, ja, du gehst ins Gefängnis, aber wir machen da einen Deal und bla bla bla. Also das ist nicht gespielt, von beiden nicht. Weil mhm. der andere fühlt sich extrem verraten in dem Moment. Lustigerweise meine damalige Freundin auch, obwohl ich das ja gar nichts für konnte. Die hat sich tatsächlich verraten gefühlt. Das fand ich sehr witzig. Und ihr initiiert ein bisschen auch so den Kampf, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, aber wenn ich mich richtig erinnere, der Nicht-Cop initiiert den Kampf auch und zwingt den anderen dann dazu. Und ich hatte damals auch gewonnen und der Typ geht dann auch zu der Familie und redet mit denen und bla bla bla. Also das war nichts Gespieltes von denen. Deswegen ist dieser finale Kampf auch sehr heftig, weil beide das eigentlich nicht wollen, aber der andere will halt nicht in den Knast und will dann lieber den jetzt umbringen wegen seiner Familie. Also das geht alles zurück auf die Familie von dem Typen. Ja, weil er Okay. nicht wieder in den Knast will, er will nicht wieder von der Familie getrennt sein und dann bringt er lieber ihn jetzt um, mit dem er das alles gemacht hat und sich ja eh gerade verraten fühlt, als seine Familie wieder nicht zu sehen. Und der andere wollte ihm eigentlich helfen und nur das Beste und hat auch gesagt, wir regeln das, du bist nicht so lange weg und sowas. Ne? Also das war schon nicht gespielt. Ja. Funktioniert aber auch nur, weil dich das Spiel so ein bisschen verarscht, ne? Ja, natürlich, natürlich. Aber das ist ja das Spannende daran, was ich auch meine. Wäre ich der andere Typ gewesen, hätte ich wahrscheinlich ganz anders gedacht. Einfach weil ich die ganze Zeit, man muss ja auch dazu sagen, du bist ja auch teilweise voneinander entfernt unterwegs. Also du machst nicht die ganze Zeit das Gleiche, sondern zum Beispiel gibt es einen Moment, wo du dann mit der Familie, wo ich mit der Familie von ihm geredet habe, ohne dass er dabei war und sowas. Also man macht dann auch parallel einfach ganz andere Sachen, obwohl man im Splitscreen unterwegs ist. Hm. Und das führt auch nochmal zu dieser Identifikation, dass du nicht einfach zwei Personen bist, die du gerade steuerst, sondern du bist eine einzelne Person, die zusammen immer mal wieder was macht mit dem anderen. Das hat halt auch geholfen, fand ich. Und ja, natürlich, das funktioniert nur, weil das Spiel einen verarscht, aber es verarscht einen sehr gut und es funktioniert super.
Ja, nice, aber habe ich damals auch, habe ich irgendwann mal auf die Wishlist gesetzt, bin aber nie dazu gekommen. Ich habe mir eigentlich auch einen Kumpel vorgenommen, das mal zu spielen. Da brauchst du auch den richtigen für und Couch Koop. Deswegen, Ja. It Takes Two spoilere ich jetzt nicht, kann ich aber auch nur empfehlen. Ähm, und Split Faction wollte ich mir auch noch angucken. Das geht ja auch in diese Richtung. Mhm. Aber da brauchen wir tatsächlich auch die richtigen Leute für, um das zu spielen. Also Ja. gerade auch, ich würde auch da empfehlen, mit Leuten zu spielen, die man kennt. Also nicht jetzt irgendwem, also die man auch wirklich gut kennt, weil das zumindest It Takes Two und A Way Out sehr emotionale Spiele grundsätzlich sind. Bei It Takes Two geht es ja um ein Paar, die ja so zu einer Puppe geschrumpft werden, weil die Tochter sich das gewünscht hat, weil die sich im Trennungsprozess sind, damit die Mhm. sich wiederfinden. Und dann muss man als dieses Paar, muss man zusammenarbeiten und dann werden diese ganzen Probleme der Ehe aufgearbeitet. Und es ist auch sehr emotional tatsächlich. Und ja, und deswegen, das sollte man auch mit jemandem dann spielen, den man auch gut kennt. Sehr cool. Ja, dann hau ich mal meinen ersten raus. Ist tatsächlich ein bisschen, ich weiß gar nicht, erstmal traurig und dann hoffnungsvoll, würde ich behaupten. Habt ihr Journey gespielt? Damals war das noch ein PlayStation-Exklusiv-Titel. Ich Glaube, ich hab's nicht gespielt, ich hab's aber gesehen. Ja, ich auch. Ich habe es auf YouTube gesehen, genau, weil ich keine PS3 damals hatte. glaube tatsächlich noch damals PlayStation 3 exklusiv, ist dann noch Mhm. für PS4 gekommen, mittlerweile auch eine PC-Version. Ähm, ja, sehr künstlerisches Spiel, sehr metaphorisch, glaube ich. Man spielt eine Figur und wacht in der Wüste auf und sieht eigentlich nur einen Berg vor sich mit einem leuchtenden Licht oben auf dem Gipfel und das Ziel des ganzen Spiels ist eigentlich, diesen Gipfel zu erreichen. Und es hat so leichte Rätselpassagen, bisschen Jump'n'Run, hätte ich beinahe gesagt. Und im Laufe des Spiels kriegt man so ganz vage durch Wandmalereien so eine Geschichte miterzählt, so ein bisschen im Hintergrund von einer älteren Zivilisation und so weiter. Und es ist alles verfallen, diese ganzen Dörfer, durch die man geht und so weiter. Und man baut dann nach und nach, was wichtig ist, die Figur hat einen Schal an und die repräsentiert so ein bisschen die Energie, die diese Figur hat. Also sowohl die Lebensenergie als auch die Fähigkeit zu springen und zu gleiten mit diesem Umhang, den die Figur anhat. Und im Verlaufe dieses Spiels wird dieser Schal immer länger und deine Fähigkeit, größere Distanzen zu überspringen, halt immer größer. Und was viele als sehr emotional empfunden haben, war der eigenartige Koop, den es damals gab, oder den Multiplayer. Es war nämlich so, dass man zufällig einen anderen Mitspieler zugewiesen bekommen hat und hat dann dieses Abenteuer zu zweit erleben können. Das Spiel ist auch nur, wenn man sich Zeit lässt, 3 Stunden lang. Wenn man es normal durchspielt, vielleicht um die 2 Stunden. Also man kann das locker in einer Sitzung durchspielen. Ich habe es damals tatsächlich alleine gespielt, aber der emotionale Moment, der auf mich gewirkt hat, war dann auch ein ganz anderer. Ich habe mir Videos angeguckt und die ganzen Videos, um mich nochmal da rein zu versetzen, waren alle Leute, die im Koop gespielt haben. Das Besondere dabei ist, man kriegt eine zufällige Person zugewiesen und man kann im Spiel nicht wirklich kommunizieren. Man hat nur ja, leichte Emotes, mit denen man sich verständigen kann und spielt dann so nebenher das mit. Aber das Schöne ist halt, dass du wirklich dieses ganze Abenteuer zu zweit spielst. Und das wirkt dann nochmal besonders. Ähm, aber am Ende ist es so, dass man, und ich habe das alleine gespielt damals, an diesen Berg kommt und hat dann schon zig Hindernisse überwunden und steigt dann diesen Berg hinauf und irgendwann wird das immer verschneiter und die Schneedecke wird immer höher und der rote Umhang, den die Figur anhat, wird immer blasser durch den Schnee und den Frost und der Schnee wird immer höher und der Sturm immer schlimmer und obwohl man den Stick nach vorne hält, sieht man, dass die Figur immer langsamer und langsamer wird und irgendwann bewegt sie sich gar nicht mehr und irgendwann kippt die Figur einfach um und man geht davon aus, dass das das Ende ist, liegt dann da im Schnee und wenn man das zu zweit spielt, habe ich gesehen, ist es sogar so gemacht, dass es eine leichte Verzögerung gibt, dass eine Figur mehr oder weniger den Tod der anderen Figur erst sieht und dann aber früher oder später dasselbe Ende erleidet. Und da gibt es eine Schwarzblende und dann gibt es so eine Art, ich würde es mal Wiedergeburtsszene nennen. Also dieser Schal friert dann auch in der vorherigen Szene immer ab und bröckelt und wird kürzer und du siehst quasi optisch dargestellt deinen Lebensbalken auch schwinden.
Und dann gibt's, ja, es ist eine super kitschige Szene, ähm, so eine Wiedergeburtsszene und man bekommt dann durch, ich sag mal, höhere Gewalt wieder seine Lebensenergie und der Schal ist plötzlich länger, als man ihn vorher überhaupt hatte und hat dann quasi Superkräfte, fliegt dann durch die Wolkendecke und es gibt einen super kitschigen Moment, wie man dann den Rest des Berges einfach hinauffliegt und das getragen von der Musik, kann ich auch nochmal hier empfehlen, von Austin Wintory. Guckt euch die Szene oder hört euch die Musik gerne mal an. Ist halt wunderbar. Es ist super kitschig, aber es hat halt bei mir einfach alle richtigen Knöpfe gedrückt. Und das war eins der frühen Spiele. Ich glaube, das war noch bevor diesen ganzen Walking Simulator rauskam, die ich dann auch viele von gespielt habe, wo ich wirklich davor saß und nicht einfach traurig, sondern so Melancholie und dann aber auch Freude empfunden habe, dass es halt nicht zu Ende war. Weil diese Schwarzblende nach dem Tod, mittlerweile kennt man das Stilmittel, glaube ich, ein bisschen häufiger, aber die Schwarzblende war so lang, dass ich wirklich dachte, jetzt muss doch der Abspann kommen, jetzt irgendwann, dass die Credits halt laufen. Und dann kommt diese Szene halt nochmal und hat einen so überrascht. Das war ein sehr starker Moment damals. Ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn man es nur nacherzählt, aber ich kann nur empfehlen, Hast du sehr bildlich aber erklärt. Also, ja, ich wie konnte es gesagt, mir jetzt sehr gut es vorstellen. ist so ein bisschen Guilty Pleasure, weil es halt schon sehr kitschig ist und ich glaube, dieser Kitsch, den versteht man dann eher, wenn man es auch selber spielt. Aber das haben, glaube ich, so emotionale Momente häufiger, wenn es nicht gerade irgendwie ein Tod von einem Charakter ist, was sehr nachvollziehbar ist. Ich muss aber auch sagen, dass Journey eben auch ein Spiel ist, wo, dadurch, dass da eben nicht gesprochen wird, Mhm. natürlich das Sounddesign und vor allem eben auch die Musik so viel mitträgt und das können wir hier in unserem Gespräch halt einfach nicht rüberbringen. Das ist einfach und da kann ich auch, sehr stark empfehlen, weil das ist eins der Spiele, die Stay damals in der Elbphilharmonie gespielt hat, Mhm. zusammen mit dieser Frau, die hat halt da vor Ort, ja, Soundeffekte gemacht. Das war total abgefahren. Die war so krass, diese Frau. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, fand ich. Ja, auch gerade, also, er hat Journey gespielt und dann noch dieses andere Fuchsspiel, wo mir jetzt der Name nicht einfällt, aber Äh, das war auch Tunic? ne, Okay. Ich Ach, weiß, was du meinst, wo jetzt der ja, zweite Teil erst letztens ja, rauskam, ist von oder? einem deutschen Entwickler. Ja. auf jeden Ember, Fall, weil Ember, ich Ember glaube, es heißt ja, es heißt, Ember? glaube ich, Ember, ja. und da war eben auch das Sounddesign und diese Frau, die das die ganze Zeit so und dann ist natürlich die Akustik da auch viel besser und das war, glaube ich, wirklich ein Erlebnis. Ne, Ember? Aber gerade bei dem, was du erzählt hast mit Journey, wo ich mir aber auch denke, diese Wiedergeburt. Ich habe gerade eher bei der Erzählung daran gedacht, dass das der Tod ist. Na, du Der meinst, was dann so Abstieg in den das Himmel. Letzte, was Ja, so Ja, kann man so also interpretieren, das ist richtig. das ist eher mein Wieder Gedanke. Ja, eigentlich muss ich dir recht geben. Ich glaube eigentlich, die Wiedergeburtsszene ist nämlich dann, das Ende vom Spiel ist, dass also am Anfang sieht man, wie so ein Funken mitten in der Wüste landet und dann steht aus diesem Funken diese Figur. Und das ist auch im Prinzip das Ende von dem Spiel, so dass man von dieser Bergspitze wieder zurückfliegt auf diese Ja, okay, Ebene, in die Wiedergeburt. Wüste. Genau, und das dann ist dann klingt's nach tatsächlich eigentlich Wiedergeburt, so ja. ein bisschen dieser Circle of Ja, okay. Life-Moment. Ja. Das Spiel heißt übrigens Lost Ember. Ich habe es gerade noch mal Ja, nachgeschaut. Lost danke. Ember, ja, genau. Ich Und bin dann kommt gerade auch der zweite am Teil. Googeln. Fox Video Game from Germany. Das ist so 'ne Beschreibung. Das ist auch ein tolles Spiel, ist auch eine tolle weil da eben auch nicht gesprochen wird. Wird eben viel über Musik und es ist auch sehr emotional. Es geht um Verfolgung, es geht um Genozid irgendwo. Ist ein krasses Spiel. Ja, ist gerade der zweite Teil raus. Und der erste hat mich auch schon optisch angesprochen, sah ganz cool aus, so 'n bisschen minimalistischer Look. Und ja, der Look von Journey ist auch phänomenal, finde ich immer noch super cool. Ich habe das vor 2 Jahren noch mal gespielt, glaube ich, als die PC-Version rauskam. Und sieht einfach wunderschön aus. Und ist halt auch kein schweres Spiel. Das ist das Coole, dass du dann halt wirklich das ist keine riesen Herausforderung. Ich glaube, die schwerste Szene ist mit dieser da gibt's so 'ne Art Drachen, vor dem man sich 'n bisschen verstecken muss ab und zu. Aber ansonsten ist das halt wirklich nur genießen und Atmosphäre aufsaugen Hm. und vor dieser ganzen Todesszene auch einfach sehr schön. Aber zu deinem Spruch mit dem kitschig, ich finde, kitschig ist ja per se gar nicht schlecht. Ne, Das finde ist ich auch ja, nicht. solange es funktioniert und das scheint's ja bei Journey, Ja. und das basiert ja auch immer viel darauf,
wie man bis dahin das erlebt hat, weil das ist ja immer das Problem bei Nacherzählungen oder wenn man nur eine Szene sieht, die emotional ist, aber aus dem Kontext, wenn man diese ganze Ja. Entwicklung dahin nicht hat, außer es ist eine Szene, die sehr schnell das aufbaut. Also, ich muss doch mal Clair Obscur erwähnen, nämlich der Anfang mit der Gommage. Das ist ja darauf gebaut, dass du ohne viel Identifizierung trotzdem das mitbekommst. Aber ich glaube, Journey kickt halt so hart, wenn man diesen Weg des Journey Mhm. gegangen ist und dann der Charakter halt stirbt. Das kickt halt ganz anders rein dann. Ja, also bei vielen emotionalen Momenten ist halt der Aufbau auch einfach wichtig. Und wenn Ja. du dann nur die finale Szene oder die Schlüsselszene beschreibst, Hm. was finde ich unheimlich gut gemacht war damals The Last of Us 1. Ähm, Das sind jetzt Spoiler wirklich für die ersten 20 Minuten und das muss ich denen auch ganz hoch anrechnen, wie man Sarah spielt. Sarah ist die Tochter Mhm. von Joel und der Trick ist einfach, dass du Sarah selber spielst am Anfang und quasi Joel suchst im verlassenen Haus und läufst dann durch das verlassene Haus mitten in der Nacht. Und dann in den nächsten 20 Minuten verliert Joel halt seine Tochter, die dann später mehr oder weniger durch Ellie ersetzt wird. Und der Tod, die Cutscene, in der das passiert, ist auch super gut gespielt. Was ich auch meinte, wo viel passiert ist, ist einfach in Gesichtsanimationen, um solche Momente rüberzubringen, was halt früher viel schwieriger war. Nicht unmöglich, in der Hinsicht ist es einfacher geworden, aber auch halt erst möglich durch die Animationstechnik. Und es passiert alles in der Cutscene, ohne dass man Einfluss drauf hat, aber das wirkt halt alles nur, weil man vorher Sarah auch selber gespielt hat. Wenn das alles eine Cutscene gewesen wäre, dann wäre man lange nicht so involviert da drin gewesen. Und das ist so ein Ding, da ist der Aufbau so krass und so schnell und so intensiv, dass der Moment einen total mitnimmt. Ich meine auch, dass da als Gegenbeispiel gar nicht großartig Musik läuft, sondern dass der Moment, da ist dann ein Soldat und der glaubt, dass Joel und Sarah eventuell infiziert sind und öffnet dann das Feuer. Und ich meine, dass da gar keine großartige Musik spielt, selbst als Sarah dann erschossen da liegt. Ich bin mir nicht sicher, aber das wirkt einfach unheimlich stark. Ne, ich muss auch sagen, ich bin auch ein großer Fan von, wenn du das richtig einsetzen kannst, also Regisseur, einfach Stille oder Mhm. vielleicht so 'n ganz simples Rauschen. Das kann halt auch sehr effektiv sein in so emotional aufgeladenen Momenten. Ja, gut, gut. Tristan, willst du weitermachen? So, weil ich habe ja die meisten, ne, dass meine schon mal abgearbeitet werden. Ja, ich würde jetzt tatsächlich, mit 'nem traurigen Moment, aufschließen, und zwar Watch Dogs, der erste Teil. Ich weiß gar nicht, wer den gespielt hat, so gefühlt keiner, leider. Ähm, also hier auch Spoilerwarnung. Das war tatsächlich 'n Moment, ich bin ehrlich, ich weiß von der Geschichte nicht mehr viel. Ich habe das damals einmal zu Release gespielt, hatte sehr, sehr viel Spaß und so ein paar Fetzen sind noch in Erinnerung geblieben. Aber eine Szene, die hat mich damals auch unfassbar mitgenommen, einfach weil der Aufbau sehr gut ist, die Inszenierung sehr gut ist. Und zwar gibt es, einen Charakter, Clara heißt der. Das ist ein Charakter, der einem das ganze Spiel aus über hilft und unterstützt. Und, man spielt als Aiden Pierce und Aiden Pierce, verliert am Anfang des Spiels seine Nichte. So, und das führt ja unter anderem auch zu diesem ganzen Revenge-Kram und Baba und warum der so abdreht und was weiß ich alles. Und diese Clara, das erfährt man dann später im Spiel, die hat da geholfen, weil das war ein Attentat, wo die gestorben ist, ursprünglich auf Aiden, aber die Nichte ist da halt dazwischen geraten und ist gestorben. Und man erfährt dann, dass diese Person, die einem die ganze Zeit geholfen hat, dahinter steckt für so den krassesten Moment des Charakters und dann ist man erst wütend auf die, ne, warum die denn so was gemacht hat und bla bla bla. Und dann findet man aber heraus, dass sie sich dann wird die Schwester von einem entführt mit dem Neffen, dass sie sich dann auch eintauschen wollte und sie hat nur geholfen, weil sie alles wieder gut machen wollte, weil sie ihr das gar nicht so bewusst war, was da alles passiert. Und dann hat sie Aiden auch gesehen und wollte das halt alles wieder gut machen und kriegt dann aber Auftragsmörder auf den Hals gehetzt. Und das erfährt man. Und Aiden ist dann in diesem Moment, wo er sagt, okay, ja, die Situation ist doch irgendwie anders, als ich gedacht habe. Und auch dieser ganze, sie will das wieder gut machen. Also sie sagt nicht irgendwie, ähm, oh Gott, ja, tut mir leid oder so, sondern sie wollte es einfach wieder gut machen, um ihn zu unterstützen, all das aufzudenken und zu rächen und schlag mich tot.
Und dann fährt man halt dahin mit Motorrad, wenn ich mich richtig erinnere, halt unter Zeitdruck. Er versucht sie zu erreichen, nichts funktioniert. Und dann ist sie bei dem Grab von der Nichte und will eine Blume dahin legen. Und man kommt an und die Auftragsmörder sind kurz vorher da und man sieht, wie sie erschossen wird. Auf dem Grab der Nichte. Und dann geht man in so einen Rage-Mode, erschießt die alle und bla 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 und hört dann die letzte Nachricht von ihr an Aiden ab. Und Hm. dieser ganze Konstrukt ist auch so ein emotionales Auf und Ab und Schlag mich tot. Und das ist mir komplett im Gedächtnis geblieben dadurch. Auch wenn ich vom Rest des Spiels nicht mehr viel weiß, weil das war wirklich gut gemacht. Das war sehr gut inszeniert. Und halt vor allem der Aufbau, weil man über Stunden lernt man diese Clara kennen. Erst als Bad Boy 17, glaube ich, war der Hackername von ihr. Dann lernt man sie persönlich kennen und ist auch ein interessanter Charakter ganz grundsätzlich. Und dann kommen dieses Ereignis überschlagen, bla bla bla. Und man fiebert damit, weil erst ist man sauer, dann will man sie doch retten, weil sie doch gar nicht so böse ist. Dann stirbt sie, dann ist man wieder wütend, dann ist man traurig, dann ist man frustriert, weil man nicht rechtzeitig war. Man kann sie halt nicht retten, ne? Aber all das auf einmal und das war sehr gut gemacht, muss ich sagen. Das ist auch bis heute, finde ich, sehr schade, die Richtung, die Watch Dogs danach eingegangen ist. Weil Watch Dogs war sehr, sehr düster, der erste Teil, hatte sehr krasse Themen und das war irgendwie ab dem zweiten Teil nicht mehr der Fall. Das war so für mich einer der, was traurige Momente angeht, tatsächlich einer der besten, den ich je erlebt habe. Und das auch noch von einem Ubisoft-Spiel. Ja, wo du sagtest, da geht man so in Rage-Mode, das hat mich auch ein bisschen an Last of Us erinnert, gerade wo man dann als Joel quasi Ellie retten will, also am Ende dann feststellt, dass Ellie wahrscheinlich bei der Operation selbst stirbt und dann sich durch die ganzen Fireflies mäht. Aber da ist auch so eine Wut dahinter und so ein Zeitdruck und ja, also da ist kein Timer, der runterläuft, aber man hat halt so ein bisschen, ja, da ist halt Eile geboten und Joel ist dann einfach nur noch von Wut und Hass getrieben und Ja. mäht dann zig Leute über den Haufen. Ganz so viele waren es nicht bei Watch Dogs, das waren vielleicht keine Ahnung, 5 oder 10 Leute, die halt sie da umgebracht haben, aber das war schon so ähnlich, weil man merkt auch einfach, wie der Aiden da drauf ist. Der Aiden ist ja sehr passiv über das ganze Spiel, weil der so innerlich total zerfressen und verbittert ist und das ist halt so ein Moment in dem Spiel, das muss man auch dazu sagen, eben weil der Aiden ist sehr passiv die ganze Zeit, aber absichtlich. Das ist ja der Charakter, weil er so zerfressen ist, nur noch auf Rache aus ist. Und dann mit Clara ist das so das erste Mal, außer wenn er seine Schwester sieht, dass da überhaupt eine Emotion von ihm kommt. Und das kriegt halt auch noch mal rein. Ja. Das ist aber absichtlich und sehr gut auch gemacht. Also der Charakter Aiden finde ich auch sehr spannend. Fand ich auch immer sehr gut gemacht. Und das Ja, war der cool. traurige Moment, den ich dabei hatte. Cool. Ja, dann wollen wir bei dir weitermachen, Kira. Ich muss gerade mal die Tür zumachen, weil sich mein Hund ein bisschen meldet. Aber Ich habe leg ich gerne hab schon noch los. einen Moment großer Freude. Großer, vielleicht auch ein bisschen dark, aber für mich war's. Es ist auch aus The Witcher. Und zwar, ihr habt es ja beide gespielt, dann kennt ihr ja auch Hawthorne Jr. Ja. Wer war das nochmal? Nochmal kurz abholen. Der Name ist Programm. Ja. Naja, du weißt einfach nur, du willst zu ihm hin, du willst von ihm eine Information über Ciri, du weißt, dass er irgendwie Ciri getroffen hat, ihr bei irgendwas geholfen hat. Und du weißt aber auch, dass, ja, der Name Programme ist bei ihm. Du weißt, dass er große Freude daran hat, sich irgendwelche Prostituierte zu holen und die dann tot zu foltern. Das ist so sein Ding. Ja, okay, ja, jetzt macht's wieder Klick, ja. So, und wenn du ihn dann endlich gefunden hast, kommst du da rein in seine Bude oder vielleicht hängt er auch in einem Modell rum, ich weiß es nicht mehr. Du kommst in diesen Raum rein, da sind diverse tote Frauen, mit denen er sonst welche Dinge angestellt hat. Und er hängt da Ja. rum und in seinem Afterglow und freut sich seines Lebens. Und du bekommst endlich den Moment, ihn aus dem Leben zu ficken. Du prügelst einfach die Information aus ihm raus und dann, ja, dann kannst du ihn einfach endlich wegmachen. Und das war so eine harte Genugtuung in meinem Leben. Ja, das war einer der schönsten Momente in der Spielegeschichte, finde ich, so für mich persönlich. Und ich weiß genau, ich hab mal bei Mögi,
Jetzt weiß ich gar nicht, wie nennt er sich denn eigentlich richtig auf YouTube? Mythos of Gaming. Ja, Mythos of Gaming. Und der hat nämlich auch, er hat mal sein Huso-Run in The Witcher gemacht. Und den habe ich auch ein Stück geguckt, wo er sich halt verschrieben hat, immer die schlimmsten mögliche Optionen zu wählen. Und mich hat mal interessiert, wie das Spiel aussieht, wenn du halt wirklich, ja, ein absolutes Arschloch bist. Weil ich selber kann mich nicht dazu bringen, das so zu spielen. Ich kann es nicht. Ich kann es mir 100-mal vornehmen. Es wird nicht passieren. Und das war der Moment, als er vor Horson Jr. gestanden hat und ihn hat gehen lassen. Ich konnte nicht mehr weiter gucken. Ich weiß nicht, was danach in dem Spiel passiert ist. Ich konnte es nicht ertragen. Es ist nur ein Spiel, aber nee. Das zu sehen. Ich dachte auch, die andere Option wäre, ihn weniger schlimm umzubringen, aber dass man ihn gehen lassen kann, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Was heißt weniger schlimm? In dem Original, wo du ihn umbringst, da, ich weiß nicht genau, er holt sein Schwert raus und dann ist eine Blende. Ich nehme an, dass er ihn köpft oder so. Das ist ja schon nicht schlimm genug. Ich hätte gerne noch eine Option gehabt, ja, das irgendwie, aber gut. Das können sie in dem Spiel wahrscheinlich nicht machen. Ja, aber ihn gehen zu lassen ist schon fies. Ja, aber ich kann mich auch, wie du sagtest, selten dazu durchringen, wirklich so einen Evil Run zu machen. Außer es ist irgendwie so ein bisschen mit Humor aufgezogen, mit so düsterem Humor oder so. Dann kann ich das noch verstehen. Aber ich weiß nicht, so richtig evil zu spielen, kriege ich auch meistens nicht hin. Nee, Aber die Genugtuung, das stimmt schon, das war ordentlich. Aber auch wieder, weil der Charakter halt auch eben aufgebaut wurde. Und ich glaube, Ja, man klar. bekommt auch häufig immer nur erzählt, was der so treibt. Und hat dann selber immer noch so Zweifel, ob der tatsächliche Charakter wirklich so schlimm ist, ob das alles stimmt, was man über ihn erzählt. Und dann öffnest du die Tür zu diesem Raum und siehst, dass das Zimmer eigentlich aussieht wie ein Schlachtfeld. Und denkst du, okay, also wenn das alles wahr ist, dann geht es ja ins Eingemachte. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob diese Szene, ob die vielleicht nachgemodelt ist, weil es gibt ja auch diese eine Szene in Game of Thrones mit Joffrey, als diese Prostituierte da, also die beiden. Müssen wir gucken, Und da ob das erinnert mich zeitlich das sehr dran. hinkommt. Naja, in dem Buch schon, in der Serie nicht. Ja, das Buch Ja. kam ja schon einiges Ja, früher. stimmt, genau. Das ist immer so Und- fatal. Man denkt immer nur gleich an die Serie. Ja, aber ich meine, kann sein, dass die sich da auch inspiriert haben lassen. Ich meine, es gibt ja Passierschein A38 auch Ja. in The Witcher. Das Die fand ich Quest war geil. auch ein sehr emotionaler Moment für mich, aber vor allem, weil ich einfach mich totgelacht habe, wo das kam. Ja, das war wirklich ein guter, humoriger. Also, was ich auch krass finde, dass sie das eingebaut haben, obwohl ich hatte halt das Gefühl, Asterix und Obelix kennen halt wirklich nur Leute hier aus Europa. Ja, aber das ist ja ein polnisches Spiel. Ja. Ja, schon, aber trotzdem, dass die gesagt haben, wir bauen das trotzdem ein, obwohl es die Amerikaner wahrscheinlich alle nicht verstehen werden. Ich meine, es ist, Ja, aber hat es ist ja trotzdem eine lustige Quest. Ja, es ist trotzdem witzig, aber es ist ungleich viel witziger, wenn du halt Asterix und Obelix kennst. Ja. Aber schön, dann sind wir, das ist cool. Witcher hat halt sowohl als auch. Ich meine, es überwiegt natürlich das Tragische und so weiter, aber die Das trauen kommt sich auch auch- immer witzige Sachen. Kommt auch an, wie du einzubauen. spielst, ne? Das Ende muss nicht tragisch sein. Ja, ich hatte ein sehr schönes. Ich hatte Nee, dieses das Ende vom Spiel auf jeden Geralt- Fall. Geralt setzt sich zur Ruhe Ende, wo Ciri ihn dann besuchen kommt und sowas. Das Ja. hatte ich. Ich habe aber mir auch mal die anderen Enden angeguckt, unter anderem, wo er sich auch zum Sterben zu den Mumen begeht. Das fand ich auch sehr cool. Das ist, glaube ich, das ganz böse Ende. Da geht er Junge, quasi Junge. eine Suizidmission zu den Mumen und stirbt dann auch. Boah, wie übel. Nee, ich habe es tatsächlich hingekriegt, dass ich Ciri ein guter Vater war und sie nicht an die kurze Leine genommen habe und ihr auch die Freiheiten gegeben habe und dann hatte ich auch das gute Ende. Nee, ich meinte nur so, im Allgemeinen finde ich, kriegen die eine gute Balance hin, dass The Witcher nicht nur düster ist, sondern halt Ja, auch ab ja, und zu ja. diese witzigen Momente hat. Ob das jetzt irgendwie was ist denn das, ein Steintroll, der überraschend intelligent ist Ja, und ja. irgendwie Interesse an Literatur oder sowas hat, das ist auch so gut. Ja, es ist einfach, wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Die Welt, die Geschichte, auch die Musik Ja, Musik ist auch ganz klasse. und auch der Value für dein Money. Ne? In Ja. dem Spiel kannst du halt 200 Stunden verbringen und das ist alles einfach nur geil. Ja, beim alles widerspreche ich. Das kannst Ja, es gibt viele Leute, die ein Problem haben mit dem Kampfsystem. Ich muss sagen, ich Ja. kann es überhaupt gar nicht nachvollziehen. Aber gut,
Ja, weil es bis ich die Kritik unterkomplex gelesen ist. habe, ist mir das eigentlich auch nicht negativ. Also es ist mir nicht besonders positiv aufgefallen, sagen wir es mal Nee, so, nee, aber ich hatte auch nie ein Problem großartig damit. nee. Also, wenn man vorher Witcher 1 gespielt hat, dann ist es natürlich ein super Kampfsystem. Weil Ja, Witcher 1 ist eine absolute Katastrophe. Witcher 3 war mal mein Problem, es war unterkomplex und, ich wollte eigentlich im Endeffekt nur die Story dann später spielen und deswegen finde ich auch hier Hearts of Stone Mhm. hieß die Erweiterung, fand ich deswegen die beste Erweiterung, weil es Ja. fast keinen Kampf gab. ich muss sagen, dass mir Kampfsysteme schnell zu überkomplex werden und da habe ich keinen Bock drauf. Und Na deswegen, gut, dann Ja. kann man das gut finden, Ich habe aber Witcher so auch dafür geschätzt für seine Story und war eigentlich, ich habe es obwohl sogar einen Schwierigkeitsgrad, glaube ich, eins höher gesetzt auf Blood and Broken Bones. Ich glaube, das ist der dritte von 4 Schwierigkeitsgraden. Aber das macht das Kampfsystem halt nicht komplexer, sondern du bist eher ein bisschen, das ist eher nötig, seine Tränke zu benutzen, seine Öle zu benutzen ja, und so ja. weiter, sich ein bisschen auf die Kämpfe vorzubereiten. Und ich glaube, da liegt eher ein bisschen die Komplexität, was den Kampf angeht und nicht tatsächlich im Schwertschwingen und so weiter. Ich muss aber auch sagen, wenn ich sage, alles ist geil, dann rede ich von der Story. Also bei so einem okay, Spiel, ja, okay, ja, dann also stimme ich dir wenn zu. mir das Kampfsystem nicht negativ auffällt, und es ist mir nicht negativ aufgefallen, aber wie du schon sagst, Dennis, auch nicht unbedingt positiv. Es ist halt ein Kampfsystem. Ja. Aber das ist für mich einfach nicht der Punkt in so einem Spiel. Ich kann natürlich verstehen, wenn das für andere Leute eben so ist, Ja. aber ich rede von der Story, ich rede von der Welt, ich rede von den hunderten kleinen NPCs, die trotzdem mir was geben, die nicht einfach nur da sind, damit da auf dem Fleck irgendwer rumsteht. Das ist das, was das Spiel für mich zu einem Meisterwerk gemacht hat. Jupp, kann ich nur zustimmen. Und auch das, was Dennis natürlich am Anfang gesagt hat, auch dieses Versetzte in in den einzelnen Mhm. Quests. Ich habe dann nochmal, als in dem Moment, wo du das gesagt hast, ist mir dann nochmal eine Sache eingefallen, die ich auch komplett vergessen hatte, aber die mich auch so hart gefickt hat, weil eine der allerersten Quests in dem Spiel ist, dass du diesen Trank brauen musst, um diesen Greifen anzulocken. Und da Mhm. triffst du die Kräuterfrau. Und die Kräuterfrau hat eine junge Frau in ihrer Hütte, die irgendwie ein ganz schweres Schädelhirntrauma erlitten hat. Und du überlegst, du kannst ihr einen Trank brauen, der sie heilen könnte, Schwalbe. Das ist aber ein Mhm. Hexertrank, er könnte sie auch umbringen. Aber Mhm. sie wird sowieso sterben. Aber wenn du ihr den Trank gibst und er sie nicht heilt, dann wird sie auf eine besonders schreckliche Art und Weise sterben. Und du musst halt entscheiden, ob du das machst oder nicht. Und wenn du das machst, und ich habe es gemacht, und dann ganz am Ende, wirklich in den letzten gefühlt 10 Minuten, kommst du da in dieses Lager von dem, ach, wie heißt der denn, der Vater von Ciri, der Arschloch. Ja, Emria. Emria, ja, Emperor Emria. Und da kommst du da rein und dann triffst du irgendeinen Typen, irgendeinen Soldat, der hat keinen Namen, der ist. Und du sprichst mit dem und dann sagt er, du bist der Witcher? Du hast Annemarie damals diesen Trank gegeben und er ist übelst sauer, weil sie dadurch auf die ekelhafteste, schlimmste Art und Weise verreckt ist. Und das war halt, die waren verliebt. Und ich stehe da und es ist einfach nur schrecklich. ja, du denkst so, Mensch, das ist, keine Ahnung, 100 Stunden her, als ich dieses Spiel Ja, ja, angefangen ja. habe. Ja, das ist cool, dass dieser Payoff da so spät kommt. Ja, das war ein ganz anderes Spiel und jetzt nicht emotional, was mir dazu einfällt, ist tatsächlich Daggerfall, also der zweite Teil von Elder Scrolls, wo ja alles so generiert ist. Und wenn du da einen umbringst, kann 50 Stunden später bis zu einem anderen Dorf, 5000 Kilometer weit entfernt, und dann lebt da ein Verwandter von dem und versucht dich dann umzubringen. Das kann da auch passieren. Das finde ich mega nice. Das sind immer sehr coole Momente gewesen. Na gut, Dennis, hast du noch was für uns? Ja. ja, ich habe noch The Last Guardian mitgebracht. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das sollte auch mal, ich glaube sogar ursprünglich, das war bei den ganzen Fumito Ueda-Spielen so, dass die eigentlich auf anderen Konsolengenerationen erscheinen sollte. Also wahrscheinlich kennt ihr Shadow of the Colossus. Ja. Und Ico. Und das ist von denselben Machern, oder Ico haben die auch gemacht. Und The Last Guardian ist ja ein Action-Adventure, würde ich sagen, mit einem kleinen Jungen, der dann auf ein Fabelwesen trifft. Und ihr seid gefangen in einer Art großen Schlossanlage, würde ich behaupten. Und das Ziel des Spiels ist eigentlich, dort zu fliehen. Und um das zu bewerkstelligen, muss man halt mit dieser Fabelfigur, also das ist so eine Mischung aus Hund ähm,
und Vogel, würde ich behaupten, vielleicht ein bisschen Katze, ja, zusammenarbeiten. Und dieses Fabelwesen ist mehrere Meter hoch. Man kann dann an diesem Tier auch rumklettern, was so ein bisschen die Mechanik ist, die aus Shadow of the Colossus übernommen wurde. Und man baut dann tatsächlich eine Verbindung mit diesem Tier auf, und es ist noch ein bisschen schwierig zu sagen, wie gut das wirklich funktioniert, aber wenn man sich dem Tier gut stellt, hört es dann auch irgendwann auf einen. Das war so ein bisschen die Idee dahinter, das zu entwickeln. Und ja, man flieht dann mit diesem Tier und überwindet wieder Hindernisse, indem man auf dieses Tier draufklettert, und es gehorcht einem. Man muss es füttern, man muss es beschützen, weil es selber ja total passiv ist und, ähm, und hilft sich dann gegenseitig. Und am Ende steht dann halt die große Flucht an. Und das Tier ist am Ende, ich sehe gerade die Parallelen zu Journey, am Anfang, das Tier ist auch verletzt, es hat zwar Flügel, aber es kann halt nicht so weit springen, und am Ende ist es dann geheilt und man ist sehr weit oben auf einem Turm und überblickt dann diese Burg und sieht, dass sie quasi kreisrund ist. Ein bisschen wie die Stadt bei Elder Scrolls, und ist in der Mitte auf einem ganz hohen Turm. Und dann gilt es halt zu fliehen, und dann kommen noch andere von diesen Fabelwesen und man merkt, das war gar nicht der letzte, und man flieht dann und fliegt mit den ganzen anderen Tieren weg, und der Junge wird tatsächlich von dem Tier zurück ins Heimatdorf gebracht. Und da gibt es nochmal eine dramatische Szene, weil dann die Dorfbewohner natürlich die Waffen zücken und sich bedroht fühlen von diesem Riesenvieh. Und dann ist halt diese Abschiedsszene zwischen dem Jungen und dem Tier, die sich dann trennen müssen. Und das ist auch sehr traurig gewesen am Ende. Oh, ich muss Ma- sagen, Man weiß Entschuldigung. halt, weiß halt, dass dieser Abschied irgendwann kommen wird. Dem Jungen ist klar, ich kann das Tier nicht als Haustier halten. Das Tier muss zurück zu seiner Familie, die es anscheinend noch gibt, wie man dann am Ende feststellt. Also bevor sie dann fliehen, kommen noch andere davon. Ähm, und weiß, dass diese Trennung quasi kommt. Aber man will es halt möglichst lang rauszögern. Und die haben dem Tier einfach so viel Charakter gegeben, auch die Geräusche, die es macht. Und es ist zeitweise so witzig. Und damals hatte ich gar kein Haustier. Jetzt, ich glaube, ich könnte das Spiel nicht mehr spielen, jetzt wo ich einen Hund habe und so viele Parallelen sehe. Auch es ist albern zwischendurch, es spielt rum und es hört zwischendurch halt eben nicht auf einen, wie auch ein echter Hund. Und was ein bisschen frustriert zwischendurch, aber umso mehr ist halt die Bindung am Ende von dem Spiel. Kira, du wolltest was sagen? Ja, also es klingt total krass und ich kann es mir auch vorstellen und ich weiß auch nicht, ich hätte ein Problem damit, das zu spielen und dann am Ende diesen Moment. Aber als du das eben gesagt hast, muss ich sagen, war ich für eine Sekunde mega underwhelmed, weil als du das vorher gesagt hast, dass die auf diesem Turm waren und Hm. dass da dann unerwarteterweise noch ganz viele andere waren, da habe ich kurz gedacht, dass der Twist, der jetzt kommt, ist, dass der kann noch nicht richtig fliegen und um dich zu retten, musst du mit den anderen weggehen und er bleibt da und muss sterben. Und da Nee, habe ich gedacht, holy fucking shit. Und Das dann, wäre tatsächlich ziemlich cool gewesen, weil so krass. und dann, als du dann, als die eigentliche Geschichte dann aber war, dass am Ende alle froh sind und dass es nur ist, dass ihr euch trennen müsst, aber im Grunde geht es allen gut, da war ich dann ein bisschen underwhelmed. Verdammtes Happy Ending. Aber das war dann okay für mich, weil diese Vorstellung, als du das gesagt hattest, als ich dann auf einmal diese Idee bekommen habe, da habe ich mir gedacht, Alter, nee, komm. Dass du den so nee. zum Verhungern auf diesem Turm lässt, weißt du, und mit den anderen abhaust. Weil er ist ja gar nicht der Letzte seiner Art, jetzt muss man ihn doch nicht retten. Nee, der trägt dann, fällt mir gerade ein, der trägt dann den Jungen zurück ins Dorf, und der Junge ist quasi ohnmächtig oder wirkt schon tot und stupst ihn dann auch noch an. Nee, tatsächlich hat es ein Happy End, wenn du so willst. Es ist lediglich der Abschied, den man dann am Ende Nee, also ich glaube dir feiert. auch gern, Aber besser als das verhungern lassen. Nee, also ich bin mir sicher, dass das wirklich krass war und aber nachdem ich diese andere Idee hatte, konnte ich mich da irgendwie nicht mehr so reinfühlen. Entschuldige bitte. Du kommst aber auch gerade mit der düstersten Scheiße an, die man sich vorstellen kann.
Nein, das ist Oh schon Mann. recht dramatisch, weil dann auch das Tier verletzt ist und so weiter. Aber ja, wie Aber gesagt, ich krass ist, glaube, ich hab's auf Steam nicht gefunden. Ich konnte es. nee, das ist ein Nee, das ist ein PlayStation-exklusives. PS4-Exklusivspiel, ja. Das sollte, glaube ich, mal für PS3 rauskommen, genauso wie Shadow of the Colossus. Nee, das kam sogar auf PlayStation 2 raus. Das war sogar mal für PlayStation 1. Man sollte es nicht meinen, aber die hatten das vor, das auf PlayStation 1 zu veröffentlichen, haben dann festgestellt, ach, das schafft die Konsole nicht mehr. Außerdem hat die Entwicklung jetzt sowieso schon so lange gedauert. Nee, auf PlayStation 2 war's. Ja, aber das war Last ursprünglich für Guardian. PlayStation 1 geplant. Nee, Last Guardian war ursprünglich für Ach PlayStation 2 so. geplant. Dann haben sie es auf der PlayStation 3 umgesetzt, das lief aber wie Rotz. Ja, es kam aber Und nicht für dann haben sie PS3 auf der raus. Es kam dann erst für Nee, PS4. genau, und dann, genau. Ja. Aber es gab schon eine Version für PS3. Ah, okay. Das weiß Ja. ich noch. Und die Ja. lief wie scheiße. Ja, das wurde auch irgendwann, ich glaube sogar als Launch-Titel für die PS3 angekündigt. Auf jeden Fall hat das Entwicklerstudio damit schon eine gewisse Historie, dass sie immer Spiele für eine Konsole später, ich glaube für PlayStation 1 kam gar nichts. Ich meine, das erste war Ico, was Ja. rauskam, was auch schön emotional mit dieser Mechanik, da muss man ein Mädchen begleiten und beschützen und man muss sie an die Hand nehmen, sonst folgt sie einem nicht. Und um sie an die Hand zu nehmen, musst du ständig den L- oder R2-Knopf gedrückt halten, um ihre Hand zu halten. Und klingt erstmal nervig, aber das macht dann am Ende halt auch ein bisschen was aus. Aber die Fumito Ueda-Spiele, die sind bei mir eigentlich auch relativ weit oben. Also auch Shadow of the Colossus fand ich super. Das war eher so eine allgemeine Stimmung, dieses melancholisch und diese weite, offene Ebenen mit den paar einzelnen Kolossen, die man dann auch noch umbringen muss. Das fand ich auch cool. Alles ein bisschen düster, ein wenig hoffnungsvoll, aber die fand ich, die ganzen Spielreihen von denen fand ich ganz cool. Ja, ich habe sie mir jetzt nochmal, The Last Guardian nochmal auf YouTube aufgerufen und jetzt sehe ich auch, jetzt wo ich das Vieh sehe, weiß ich auch, also ich habe es nie gespielt, ich habe es auch nie gesehen, aber dieses Vieh, also ich muss es irgendwann mal in einer Review oder so gesehen haben, aber ich glaube, ich möchte mir gerne mal einen Walkthrough oder so anschauen. Ich glaube, es ist auch nicht so lang, ne? Nee, was würde ich schätzen? Keine Ahnung, ne? Es können schon um die 10 Stunden oder sowas sein. Es ist aber auch relativ viel Gekletter, viele Rätsel. Ich könnte mir vorstellen, wenn du so einen Zusammenschnitt, sowas wie The Last Guardian, The Movie oder sowas guckst, dann kriegst du die emotionale Bandbreite schon eigentlich möglichst mit. Also man kann ganz gut da diese Rätsel und so weiter rauslassen. Natürlich ist das für den Spieler wichtig, um die Bindung darzustellen und so weiter, um zu sehen, wie sehr hört das Tier auch auf mich. Ja, aber da ist Ich halt Ja, auch glaube, ist ich der, aber glaube, du hast der das schon Weg das richtig Ziel. eingeschätzt. Wenn ich das hier so sehe, dann sind es so circa 9 Stunden. Ja, ist jetzt auch schon eine ganze Zeit her, dass ich das gespielt habe. Aber ja, Tiere sind zum Beispiel, finde ich, auch immer so ein einfaches Mittel, um jemandem Emotionen zu entlocken. Ich meine, das ist nachvollziehbar und geht einem immer schnell nahe, wo wir es vorhin davon hatten, dass ja, das Trauer so ein bisschen das einfache Mittel ist und dass es da so viele einfache Werkzeuge gibt. Ja, auf Und ich jeden meine, Fall. Das ist ja wie Tiere sind halt dieses. immer unschuldig und wenn du denen irgendwas antust, dann reagieren halt viele Leute schnell drauf. Ja, Es gibt oder doch wenn auch du es rettest, ne? Save the dieses, dog. gibt doch dieses Movie-Trope von wegen Kick the Dog und dann, Ja. Save the dog, genau. na, oder Kick the Dog, damit Save the die dog or kick the Audience. cat. Ich muss auch sagen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt in The Witcher wäre, das haben sie ja da nicht gemacht, aber wenn ich da jetzt, ich kann mir das richtig gut vorstellen, in so einem schönen RPG, du gehst durch irgendein Dorf und siehst irgendwen, der eine Katze tritt oder so. Muss völlig Ich aus würde dem Kontext sofort alle gerissen Schwerter sein. ziehen und komplett eskalieren. Ich will ja nur anmerken, bei Skyrim passiert das ja, wenn du die Hühner angreifst, dann kommt das ganze Dorf. Ja, zu Recht. Und die hören nicht auf. Wenn du einen Menschen tötest, kannst du Geld bezahlen. Wenn du Ja. einen Huhn angreifst, ist Nein. vorbei. Zu Recht. Tristan, was hast du noch auf Lager? Ja, ich habe noch 2 Titel, genau. Freudige Momente. Wir waren ja auch ein bisschen bei freudigen Momenten oder in deinem Fall bittersüß. Und zwar Legend of Zelda Majora's Mask. Tatsächlich. Hier so ein, ja, ich meine Spoiler bei einem so alten Spiel, aber trotzdem, ne, man will es mal kurz sagen. Aber Majora's Mask, was da so cool ist am Ende, ist, man hat ja im Laufe des Spiels unheimlich viele Sidequests, wo man Masken für bekommt. So.
Das sind ja bestimmt 30 Masken oder sowas, also entsprechende Sidequests. Und ganz am Ende sieht man, wenn man das Spiel durchgespielt hat, zu jeder Maske, die man bekommen hat, die Auswirkung, so als Epilog, was passiert ist mit diesen Leuten. Und das war wunderschön. Das war so ein toller Abschluss, weil man halt gesehen hat, was da war. Es ist halt sehr frustrierend, wenn man nicht alle Masken gefunden hat, wie bei meinem ersten Spieldurchlauf, wo ich noch ein Kind war. Dann, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, siehst du einfach nur die Maske dann, statt der Cutscene. Es ist dann so ein bisschen sehr frustrierend und sehr gemein. Aber wenn man alle Masken hat, ist es halt ein schön durchlaufende Credit-End-Scene, wo man immer das Schicksal sieht von denen und es sind zum Großteil positive Momente. Ich glaube, es gibt nur einen, der ein bisschen traurig ist. Da geht es um den Sohn von einem Deku, weil der Vater dann erfährt, dass der tot ist. Weil das ganze Spiel ist ja sehr eher düster ausgelegt, verarbeitet extrem viel den Tod und Verlust im Allgemeinen, weil diese ganzen Masken, die man anzieht, das ist ja alles von toten Charakteren, deren Identität man dann übernimmt. Das ist ja tatsächlich die Grundmechanik von Majora's Mask in einem Kinderspiel, wohlgemerkt. Aber umso schöner ist es, wenn man dieses ganze Spiel, dieses Depressive hat und alles, was man Gutes tut, wird ja wieder reverted, weil man der Zeit zurückreist. Also jede Sidequest, die man erfolgreich hat, man geht wieder zurück, alles ist wieder auf Anfang. Was ja sehr frustrierend auch irgendwo ist. Und dann wird man aber am Ende belohnt, wenn man alles schafft, dass alles, was man getan hat, in irgendeiner Zeitlinie, in irgendeinem Zeitkreislauf, hat dann aber diesen Payoff, der dann auch existiert. Und das ist dann umso schöner, weil man die ganze Zeit diesen Frust hat mit, jetzt habe ich denen geholfen, jetzt reise ich wieder zurück, alles wieder scheiße. Und ist dann unglaublich toll. Und ein Moment, der da besonders schön ist, es gibt eine relativ lange Sidequest, die über die kompletten 3 Tage geht und wirklich, ich glaube, 3 Minuten bevor der Mond dann Termina zerstört, endet, ist die Hochzeit zwischen 2 Personen. Es gibt Kafei und Anju. Kafei ist der Mann, Anju die Frau, und der Kafei wird durch Magie zu einem Kind verhext und versteckt sich dann vor der Anju und man bringt die wieder zusammen. Und dann beschließen die am Ende auch einfach zusammen zu sterben, statt zu fliehen, weil die Anju, die wartet dann die ganze Zeit, weil heute sollten wir heiraten, der Kafei, der kommt noch. Und wenn du ihnen hilfst, dann kommt er halt so 3 Minuten, bevor der Mond einschlägt. Und das ist so ein schöner, bittersüßer Moment und wird dann aufgelöst, wenn man das Spiel schafft, mit sie heiraten tatsächlich normal. Alle sind glücklich, alle sind happy. Und auch hier wieder weil es original, also im ersten Moment alles sehr depressiv und frustrierend ist es umso schöner, wenn es mit einem Happy End aufgelöst wird. Allerdings auch sehr frustrierend für den Spieler, weil man sieht Kafei nie als Erwachsener. In dieser End-Cutscene, es steht immer, entweder ist es aus seiner Sicht oder irgendwas verdeckt ihn. Und man weiß nicht warum. Es gibt das weil es Gerücht, witzig ist. ja, entweder das oder weil sie zu faul waren, ein Model von ihm als Erwachsener zu machen, keiner weiß es. Das finde ich aber mega witzig. Haben sie auch fürs 3D-Remake, haben sie es auch so gemacht. 1:1, da sieht man den auch nicht. Aber ja, nee, und wie gesagt, das finde ich sehr cool gemacht, einfach dieses. Die ganze Zeit ist es so frustrierend, wenn du immer wieder zurückgehst und dann kriegst du den Payoff. Nee, ich mag das unheimlich gerne, wenn Spiele das machen. Undertale zum Beispiel hat das ja auch so gemacht. Ich liebe das, dass du dann nochmal gezeigt bekommst, wie es dann ausgegangen ist für einige Charaktere. Oder zumindest halt ein Stückchen weiter in die Zukunft. In die glückliche Zukunft, die du natürlich geholfen hast zu verwirklichen. Oder eben nicht. Ja, mir fällt auch gerade auf, Oder eben doch. Dennis habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen gespoilt, weil du spielst das ja gerade, ne? Oder willst Nee, du? ich spiele das davor. Ocarina of Majora's Time, Mask. ja, aber Majora's Mask wahrscheinlich auch. Ja, ich habe jetzt nicht zu viel gespoilert. Nein, alles gut. Aber wo du sagtest, das mit diesen Vignetten am Ende, das hat auch Witcher gehabt, glaube ich, ne? Dass du doch so ein bisschen gesehen hast, was für welche Fraktion jetzt am Ende der Status Ein war. Epilog, So, ja. ja. Ja, genau. So kurze Einblendung mit Text. Person XY macht jetzt das und das. Macht Und sowas Fallout ist ja auch immer. Ja, genau. So ähnlich. Sehr Doch, schön. Aber finde mir ich auch fällt immer gerade schön ein, als Abschluss, ja. Ja? gab es irgendwelche
emotionalen Momente, die ständig in irgendwelchen Bestenlisten auftauchen, wo ihr sagt, die habe ich gar nicht gefühlt, die habe ich zwar gespielt, aber die fand ich irgendwie schlecht gemacht oder die haben mich nicht so gepackt wie scheinbar alle anderen? Also, ich habe bestimmt schon 10 die voll emotionalen Momente-Listen in meinem Leben gesehen und sie alle wieder vergessen. Weil die alle irgendwie, für mich zumindest, ich meine, das ist ja auch sehr persönlich, aber für mich war das Ja. immer so sehr Mainstream-lastig. Deswegen, ich habe ja heute auch mal versucht, mal weg vom Mainstream zu kommen, Ja, ich auch. mit der Spieleauswahl. Das meiste ist halt so der obvious Kram. Ja. Sowas wie halt Last of Us ist, glaube ich, immer mit drin. Und ich oute mich ja jetzt auch. Ich konnte mit Last of Us nie was anfangen. Ich habe das 3-mal versucht zu spielen. 3-mal habe ich nach 5 oder 6 Stunden aufgehört, weil das Gameplay einfach zum Schnarchen ist, egal wie toll die Story ist. Ich muss die Serie irgendwann mal gucken, weil das ist ja dann Ah, nur die Story. ah. Ja, nicht, doch nicht. Dann muss ich mir halt einen Zusammenschnitt auf YouTube oder so mal angucken, weil alle Guck dir preisen die guck Story. dir die erste Staffel an. Ich bin der Meinung und ich glaube auch die Allgemeinheit, dass es dann leider bergab Das geht. Ich reicht finde dann. Ich habe die zweite nicht gesehen. Ich mochte die erste. die erste war ganz gut tatsächlich, ja, aber die zweite weicht dann von der Charakterzeichnung sehr stark ab von Oh, dem, ich was hasse das, wenn im sie das Spiel tun. ist. Man kann sich schon Ich bin Freiheiten der nehmen, Regisseur. aber Ich mache diese Entscheidung. Ich mag das, ja, das ja, Originalmaterial, das alle lieben, das ist mir nicht gut genug. da waren ja tatsächlich viele Leute, also Der beziehungsweise der Druckmann selber Director war vom doch da mit Spiel, drin. ja, die waren auch in der Serie mit involviert. Nichtsdestotrotz ist die Ellie, und das ist nicht der Schauspielerin zur Last zu legen, einfach eine ganz andere Ellie wie in den Spielen. Und sie haben sich auch einfach nicht getraut, die die Verkommenheit und die Düsterheit vom zweiten Spiel in die Serie umzusetzen. Ich finde, das ist alles sehr, ich will nicht sagen kindgerecht, aber sehr weichgespült Also und das ist alles, was sehr sie in der schade. ersten Staffel richtig gemacht haben, haben sie in der zweiten scheiße gemacht und wundern sich jetzt, warum es keiner mehr mag. Ja, so ein bisschen. Das Übliche also. Ja, aber ja, es gibt, wie gesagt, in den besten Listen sind super häufig dieselben Sachen genannt. Ich sehe jetzt auch gerade schon wieder Shadow of the Colossus. Ich habe auch versucht, ein bisschen dazu drumherum ähm, zu wuseln und nicht gerade wieder die super offensichtlichen Sachen zu nennen. Firewatch sehe ich auch gerade. Finde ich auch gut, ist aber auch in jeder Liste drin. Ja, stimmt, Firewatch, ja. Aber auch hauptsächlich wieder durchs Voice Acting, weil du hast erstmal einen Comic-Look und zweitens unterhältst du dich ja mit der anderen Person nur übers Walkie-Talkie. Ja, aber das jetzt, was mich nicht abgeholt hat, was auch häufig vertreten ist in den Listen, ist, ich habe doch gerade vorbeigescrollt, verdammt. Life is Strange. Das weiß ich nicht. Vielleicht war ich schon zu alt für diesen ganzen, obwohl ich habe mir auch aufgeschrieben, Coming of Age funktioniert für mich eigentlich auch immer. Also, ja, diese Vergänglichkeit von Jugend und Ende der Kindheit und so weiter, das ist eigentlich auch ein Thema immer, was mich ganz gut abholt. Aber bei Life is Strange weiß ich nicht. Entweder war es mir mit der Musik und so alles zu kitschig, ich weiß es nicht. Irgendwie hat es mich nicht Da bin gepackt. ich aber bei dir. Ich bin auch Coming of Age Fan immer noch. Ich sag nur, letztens erst Skeleton Crew, was heißt letztens, ist ja auch wieder ein bisschen her, aber Skeleton Crew hat mich auch sofort abgeholt. Ich finde das super Hm. spannend. Life is Strange hatte ich mal angefangen zu spielen, nicht abgeholt, habe dann die restlichen auch nicht gespielt. Ich weiß aber, dass das viele Leute schon sehr mitnimmt. Es ist halt auch dann wie, nochmal persönliche Präferenz einfach. Ja. Also ich Ja, glaube, Kira, mach gerne erst. ich habe es auch, ich habe ja viele der Spiele sowieso nie selber gespielt, sondern nur gesehen. Kann mir nicht so viele Spiele kaufen. Ich habe aber auch Life is Strange, ich habe den ersten Teil, ich glaube, tatsächlich auch zu Ende geguckt. Aber er hat auch irgendwie überhaupt nicht wirklich was in mir hinterlassen und habe dann die anderen auch gar nicht geguckt. Ich weiß auch gar nicht, Ja. wie viel es jetzt gibt. Ja, mit Spin-offs und so weiter. Die haben, glaube ich, noch ein paar Spiele, die auch in derselben Welt spielen. So ein Jungen mit so einem Superhelden oder sowas Thema. Und Life is Strange, True Colors gibt es noch. Ich habe auch ein bisschen Überblick verloren. Es gibt die nummerierten, das sind die Hauptteile, und dann gibt es noch Spin-offs davon. Ich würde halt auch nicht sagen, dass es irgendwie scheiße war oder so, aber es hat mich Nee, nicht. nee, ich finde es auch vollkommen legitim, dass man davon abgeholt wird, weil es Klar. versucht ist, aber irgendwie ist es bei mir nicht so. War irgendwie ein bisschen zu viel mit der Optik, und die Musik ist schön, aber es ist alles ein bisschen zu dick aufgetragen für mich gewesen. Mhm. Aber wie gesagt, ich gönne das jedem, der das Es so ist zu empfindet. strange.
Nee, nicht Wow. mal. Es ist ja nicht mal. Vielleicht die Strange Crew, wenn das so in die Black Mirror-Richtung gegangen wäre, vielleicht hätte es mich dann Mhm. mehr abgeholt. Da gibt es auch tolle Folgen, können wir vielleicht mal ein Special drüber machen. Aber ja, dieses Coming of Age, das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gemerkt, als ich Stand By Me gesehen habe von Stephen King. Also ich habe den Film gesehen, nicht die Novelle gelesen, wo es um ein paar Jungen geht, die losziehen, um eine Leiche zu finden. Da ist ein Finderlohn drauf ausgesetzt und die gehen dann los und wollen diese Leiche suchen. Und eigentlich geht es eher, der Weg ist das Ziel. Aber da Und ist kein Finderlohn ausgesetzt. Die wollen die einfach sehen, die nee? Leute. Achso, Die wollen okay, die das einfach wusste ich nicht sehen. mehr. Ich wusste nicht Ja, mehr genau, was die da angetrieben hat. Ja. die wollen die tatsächlich einfach nur sehen. Das ist die Ja. ganze Motivation. Ne? Weil ich Das Buch meine, da wären noch die tatsächlich, größeren Brüder gewesen, die Leiche auch finden wollten. ja, da geht es ein bisschen auch um das Angeben dann. Ja, ne? Okay. Ja. Dann hatte ich es falsch in Erinnerung. Auf jeden Fall, den habe ich sehr gemocht und den Ja. ziehe ich immer wieder als Beispiel ran, wenn es darum geht, so Coming of Age und so. Der transportiert auch, finde ich, immer so die Stimmung so geil davon, diese Vergänglichkeit und weil es auch mit dem Ende des Sommers so einhergeht, das finde ich immer cool. War schön gemacht. Ich empfehle tatsächlich die Kurzgeschichte, weil das ist ja kein vollständiger Roman. Das ist ja ein Teil von Frühling, Sommer, Tod und Herbst oder Herbst und Mhm. Tod, wie hieß, glaube ich, die Reihe, die Kurzgeschichtensammlung. Da ist ja auch tatsächlich Shawshank Redemption mit drin. Also wie heißt nochmal die Verurteilten auf Deutsch? Ja. Ist ja auch eine der besten King-Verfilmungen überhaupt. Ist da auch direkt mit drin, kann ich nur empfehlen. Auch sehr emotional. Ja. Wenn auch kein Spiel. Obwohl A Way Out geht ja so ein bisschen Richtung Shawshank Redemption mit dem Ausbruch. Dann, Kira, ich weiß, dass du noch was ganz Besonderes hast, oder? Ich habe eine Kleinigkeit, ich will nicht sagen vorbereitet, das hatte ich mal für was anderes vorbereitet. Ähm, Ich habe einen kleinen Zusammenschnitt aus den emotionalsten Momenten eines Let's Players, der Undertale gespielt hat. Undertale, eines meiner Top 3 Favorite Games ever. Ich weiß, dass ganz viele Leute irgendwie mehr oder weniger gar nichts damit anfangen könnten. Tristan gehört wohl auch dazu. Ähm, und Dennis anscheinend auch. Ich habe eine Idee, warum das so ist, aber darüber können wir ja dann nachsprechen. Ja. Ich habe diesen Zusammenschnitt mal gemacht, um jemand anderen davon zu überzeugen, was für einen krassen Impact dieses Spiel haben kann. Es ist tatsächlich ein dreiminütiger Zusammenschnitt. Wir werden jetzt einfach nur mal die ersten 1,5 Minuten uns mal anhören. Wie gesagt, es sind so verschiedene Momente. Der Let's Player heißt Roma. Es ist Englisch, by the way. Und ich mochte einfach sein Let's Play. Ich mag halt am liebsten so Let's Plays, die, wie soll ich sagen, die es richtig spielen, die es so spielen, wie ich es gut finde. Was soll ich sagen? Was ist denn für dich richtig? Die moralisch Ja, guten so wie sie Entscheidungen es oder spielen den würde. Ja, das, Evil das Run? sowieso. Natürlich nicht den Evil Run. Lass uns kurz reinhören und dann können wir Ganz darüber kurz, sprechen. bevor du reinmachst, wie man falsch spielt, fällt mir zum Beispiel Gronkh oder sowas ein, wenn die sowas total obvious nicht sehen, weil sie so sehr im Let's Play oder Stream sind Yep. und dann 10 Minuten da rumrennen, weil sie irgendeine Nachricht nicht überlesen haben und du sitzt da und denkst dir so, meine Güte. Ja, ich denke, das kennt Will ich jeder nur von kurz uns anmerken. beim Zuschauen, aber also da würde ich mich nie drüber aufregen, weil ich mir sicher bin, dass es mir auch 100.000 Mal passieren. Also nur weil mir das nicht auffällt, weil ich mir nicht selber zuschaue. Nee, ich habe jetzt auch gerade ein Let's Play von Donny O'Sullivan zu Kingdom Come Deliverance 2 gesehen und denke so, das ist einfach überhaupt nicht sein Spiel. Das ist alles so Mhm. storylastig und man muss viel Dialoge führen und es ist eher so, keine Ahnung, er spielt das so aus Hass irgendwie. Aber na gut, dann hören wir mal rein. Ich habe das hier vorbereitet und dann hören wir uns das mal an.
Sehr cool, ich glaube, das war's. Oh, jetzt. Ja, war nochmal neu Na, gestartet. jetzt startet es wieder, ja. Ja, das war der Clip von Roma von Undertale. Ja, sehr cool. Ich finde, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde, es ist auch nicht verwunderlich, dass solche Reaction-Streams oder halt ja einfach Let's Plays, um zu sehen, wie andere reagieren, gerade bei so emotionalen Szenen, sehr beliebt sind. Aber es ist schön, dass man halt auch echte Emotionen da. Ich finde es immer, man kann es schon ganz gut entscheiden, wenn Leute wirklich ergriffen sind vom Spiel, gerade wenn es auch ein längeres Let's Play ist und man involviert ist. Finde ich es auch cool, dass man halt ja das zeigt, die Emotionen und sich da Ja, nicht auf schämt jeden für Fall, quasi. ja. Ich muss auch sagen, das ist halt auch einer dieser Punkte, die das Spiel Undertale, das ist halt nicht mal so ein langes Spiel. Also klar, es ist irgendwie schon ein RPG, aber es geht halt vielleicht 10 Stunden. Kommt ein bisschen drauf an, wie gut oder schlecht du eben in den Kämpfen bist, wie lange das dauert. Und dass es das in 10 Stunden so schafft, dir diese Charaktere so hart in dein, wie er es sagt, in deinen Emotions-Sektor reinzupressen, das, Ja, man fühlt sich manchmal so ein bisschen ertappt dabei. Da denke ich auch immer, ja, keine Ahnung, ihr habt es zwar richtig gemacht, ihr habt es geschafft, aber irgendwie war es so billig. Aber manchmal nee, aber das ist erkennt bei man so die Undertale halt Werkzeuge dahinter. gar nicht so. Also natürlich sind das Werkzeuge, aber es fühlt sich so organisch an. Ja, ja. Und die Charaktere fühlen sich auch so organisch an. Ja, aber manchmal habe ich halt auch das Gefühl, keine Ahnung, mir fällt jetzt der Film Hachiko ein. Ja, ist ja klar, dass das funktioniert. Ich meine, der arme Hund stirbt. Und natürlich sitze ich jetzt hier und flenn und ihr habt mich gekriegt, aber es war auch einfach für euch. Aber Und es da ist ja würde mich mal trotzdem, interessieren, was ihr glaubt, warum das Spiel für euch das nicht geschafft hat. ich weiß es nicht. Also eigentlich bin ich niemand, der sagt, die Optik stößt mich ab. Ich habe auch schon andere Spiele im 16-Bit oder 8-Bit-Look gespielt, aber es hat halt auch keine Sprachausgabe. Ich weiß nicht, ob es eigentlich muss es rein über die Texte funktionieren, über die Dialoge für mich und vielleicht bietet es mir da nicht genug an. Also bei Firewatch, das hat auch jetzt keine fotorealistische Grafik, aber es hat halt wenigstens das Voice Acting. Und vielleicht bietet es mir da einfach zu wenig. Vielleicht würde es funktionieren, wenn es eine Sprachausgabe hätte. Vielleicht habe ich es auch, keine Ahnung, wie lange habe ich es gespielt? Na, das so 2 Stunden, wo du sagst, es ist 10 Stunden lang. Selbst wenn es 12 Stunden lang wäre für mich, finde ich jetzt nicht, dass es zu kurz ist. Außer du sagst, nach 3 Stunden kommt der Wahnsinnstwist und das ist so ähnlich wie, guck bitte bis Staffel 2, dann wird's gut. Nee. Aber ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht so richtig festmachen, weil ich finde auch schon die Final Fantasy VI zum Beispiel, auch ein 16-Bit SNES-Spiel, hat mich auch emotional in manchen Szenen richtig gekriegt. Ich kann es ja nicht sagen. Die Musik hat es ja wenigstens und die finde ich auch gut, durchgehend. Aber ich kann nicht so einen Finger drauflegen, warum mich Undertale nicht gekriegt hat. Interessant. Also bei mir war es einmal die Dialoge, das hast du schon gesagt, kann ich mich noch erinnern, die haben mich irgendwie nicht so gecatcht. Ich weiß nicht warum. Also ich fand die nicht so gut für mich. Und was ich halt die ganze Zeit hatte, und da sind die Undertale-Fans jetzt selber dran schuld, das ganze Fandom, was da im Vorfeld abging. Wenn du unbeabsichtigt auf irgendwelchen Meme-Seiten erstmal 5000 Pornbilder zu Undertale siehst, zu jedem verdammten Charakter und irgendwann spielst du es mal und dann kommt diese Erinnerung wieder hoch, so richtig PTBS-mäßig. Das hilft halt auch nicht, wenn da dieser Anfangscharakter, diese Ziege, was ich da an Bildern gesehen habe, da brauche ich eigentlich eine eigene Therapie für. Das ist doch die eigene Mutter im Spiel, also die Ziehmutter. Ja, genau. Und ja, Menschen sind krank und das Undertale-Fandom, es tut mir leid. Also entschuldige bitte, aber ich muss fragen, wo hast du diese Dinge gesehen? Ich habe diese Dinge nicht gesehen. Also ich glaube, ich meine, das ist ja auch schon was älter, das Spiel, ne? Ja. Ich weiß 2012 oder? Also ist wirklich alt. Das nicht, klingt ich glaube, da war ich Oder- noch auf 9gag unterwegs. Ich weiß Das Ja, klingt aber okay, ein das kann bisschen ich nach. mir. Das klingt ein bisschen nach Tristan-Problem und nicht Problem des Spiels. Ja, das finde ich habe ich aber schon öfters gelesen auch. 2015. Ich muss sagen, also Okay, in dann der war's heutigen 9gag. Zeit
in der heutigen Zeit, ich habe auch das ein oder andere solche Bild gesehen, aber ich muss nicht sagen, ich muss sagen, ich wurde damit nicht so hart traumatisiert wie du. Das Also Problem da, ist, da, wo ich mich so rumtreibe, findet das einfach nicht in dem Umfang statt. Und das war bevor halt ich auch, es gespielt habe, habe ich es gar nicht gesehen. das war halt auf Memes-Seiten gepostet, wo sich halt über das Fandom quasi lustig gemacht wurde, wie krank die sind. Ne? Also das ist der Kontext und aber 2015 dann war es nicht mehr ein Gag, da war ich schon längst nicht mehr auf der Seite. Ich selber habe es aber auch erst eine ganze Weile später gespielt. Ich habe das Ja, mitbekommen. Es gab ja gerade auch, nachdem es rausgekommen ist, es gab dann diesen mehr oder weniger plötzlichen Hype. Und Jahre Mhm. später hat mir eine Freundin das empfohlen. Und ich hatte auch von dem Spiel, ich wusste so gut wie nichts. Ich wusste nur, dass die Leute es geliebt haben. Und ich hatte mal Bilder von einigen von den Charakteren gesehen, aber ich wusste absolut rein gar nichts. so war das bei Und mir keine aber auch. Pornbilder. Nichts mit, ne? Nee. Sei froh, sei froh. Es ist wirklich, also, ich meine, ich kenn durch Memes so viel kranke Scheiße da draußen im Internet, die macht mich auch psychisch nur noch Ja. fertig. Aber bei mir war das ähnlich. Es gab damals diesen Hype, dann kamen auch diese ganzen Memes, ne, wo dann auch, weil das so krank alles ist. Dann Jahre später hat auch noch jemand das nochmal empfohlen. Das ist, ich glaube, das war so zur Corona-Zeit war das, wo ich das dann angefangen hatte zu spielen. Und dann, das war halt nochmal zusätzlich. Und ich saß da die ganze Zeit so wie dieses Drake-Meme, wo der so aufs Handy guckt. So, jedes Mal so. Und davon haben die solche Bilder gemacht, so like, what the fuck, ne? Aber mich hat das Spiel auch einfach tatsächlich nicht gecatcht. Was ich verwunderlich finde, weil ich finde ja auch eigentlich Tanz- und Rhythmusspiele sehr gut. Und das Kampfsystem ist ja so, Mhm. sag mal, rhythmusbasierend. Und mit Nee, einer ist es guten nicht. Musik. War das? Das war doch Rhythmusbasierend so. nicht, nee. Es ist krasse, geile Musik, aber das Kampfsystem hat damit im Grunde nichts zu tun. Also Aber zum war das Beispiel bei nicht dem, so? es gibt einen Kampf, der halt quasi so gescriptet ist, dass er auf die Musik, Ah, okay. aber das ist nur bei einem einzigen Kampf so. Aber ich habe das irgendwie im Kopf, das ist jetzt auch Jahre her, dass man doch in einem gewissen Zeit Sachen ausweichen muss. Und war das nicht auch, dass es basiert auf der Musik war? Wie gesagt, das ist jetzt Mhm. Ja, also die Musik ist halt Corona. schon auf die einzelnen Charaktere und deren Kampfstile irgendwo Mhm. angepasst, aber du selber hast da keinen Einfluss drauf und die Musik hat auch keinen Einfluss darauf, was du Okay, tust. dann habe ich das falsche Erinnerung, weil ich hatte Aber das es ist jetzt so gut aufeinander abgestimmt, dass ich mir vorstellen kann, wie du auf die Idee gekommen bist. ja, Insbesondere, wenn du es halt auch gar nicht zu Ende gespielt hast. ja. Kann sein, dass ich das dann auch falsch auch einfach in Erinnerung habe, weil ich weiß, dass man muss ja so ausweichen immer. Und grundsätzlich ist es auch was ich durchaus interessant finde, auch so vom Kampfsystem her, aber irgendwie, ich weiß nicht, hat nicht Klick gemacht, außer die Musik. Die Musik ist wirklich, die ist ziemlich geil, Ja, aber wenn mir ja, jetzt jemand sagen würde, dass er die Musik scheiße fand, dann hätte ich jetzt auch gesagt, okay, dann werden wir in dieser Welt nicht mehr zueinander finden, weil das fände ich nicht normal. Aber ich und muss sagen, es ist vielleicht jetzt ketzerisch, aber ich finde halt auch das Art-Design nicht gut. Und das hat mich tatsächlich sehr abgestoßen, das Art-Design. ja gut, was Nicht, heißt dass es nicht gut? pixelig ist. Das Art-Design selber fand ich null ansprechend. Ja, ich finde es auch nicht schön, aber es ist halt auch nicht so gemacht. Also es will ja gar nicht schön sein, aber es hat mich jetzt auch nicht so abgestoßen, dass ich es deswegen nicht spielen würde. Ja, Ich also glaube, für das mich hat war so es, ein bisschen das Vorbild war Mother, glaube ich, die Nintendo-Reihe. ja, Und ich glaube, daher rührt das so ein bisschen. Wobei Mother, glaube ich, schon auf dem Originalteil ein bisschen mehr Details hat und halt vor allen Dingen nicht monochrom war in Schwarz-Weiß. Aber ich kann es nachvollziehen, aber ich glaube, bei mir war es nicht das, was mich abgestoßen hat. Aber was heißt abgestoßen, ist jetzt auch zu viel gesagt. Es hat mich halt einfach nicht nicht abgeholt, ja. nicht abgeholt, nicht gefangen genommen, ja. Ich muss Aber das sagen, wenn Fandom stößt mich ab, dieser kleine Teil des Fandoms. Sowas kann ja, ich mir dann gut darfst du aber gar ausblenden. nichts spielen, weil es gibt von absolut allem, was du kennst, Ja, von jedem ich Medium, weiß, was ich du kenne kennst, die Regel gibt es diese ganze 34. Porn-Scheiße. Ich kenne die Regel 34 und ich Ja, dann hasse darfst du sie, gar ich nichts mehr hasse sie so spielen. sehr. Nein, Dann ich hör auf, finde dich einfach. auf irgendwelchen Seiten nur rumzutreiben, wo nur so eine perverse Scheiße gepostet wird. Reddit? Also ich bin auch auf Reddit, ich sehe nicht ständig so einen Scheiß. Ja, dann bist du nicht auf Explain the Joke. Nee, bin ich auch nicht. Vielleicht, weil ich nicht so einen Scheiß sehen möchte. Weil auf Explain the Joke, da gibt es nämlich den Running Gag mit It's always porn. Ich explain dir jetzt Der mal den Witz Joke. ist Und immer zwar, porn. nee, der Witz ist, dass Dennis völlig recht hatte, dass das ein Tristan-Problem ist. Nein, das haben auch andere. Ich habe Leidensgenossen. Ich kenne nur die. gefunden Also auf jetzt Reddit. Anecdotal Evidence, es ist ein Tristan-Problem. Es gibt sehr viele Tristans da draußen. Nein, das ist ja auch mehr Spaß. Also, ich meine, ich will nicht leugnen, dass es tatsächlich einen gewissen Einfluss hatte, weil
du daran denkst, was du da mal gesehen hast für 'n Quatsch, ne? Das, passiert bei einigen Sachen, wo ich mir denke: „Leute", wie dieses Ziehmutter-Beispiel ist genau das, wo ich mir denke so: „Muss das jetzt sein", ne? Aber tatsächlich, ich würde, wenn ich sage, warum ich's nicht weitergespielt habe, Dialoge und Art Design. Das ist für mich tatsächlich diese Kernthematik, wo ich sage: „Hat mich nicht geflasht, hat mich nicht gekickt." Wenn meine Freundin mir damals nicht gesagt hätte, hat es mir gesagt, bevor ich gespielt habe. Und da muss ich auch sagen, sie hat mir damals gesagt, ich wusste, dass es diese verschiedenen Runs gibt, aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Den True Pacifist Run, den Neutral Run, den Genocide Run. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Und sie hat gesagt, wenn du das Spiel spielst, ich verrate dir gar nichts, aber du darfst niemals irgendetwas töten. Irgendetwas, irgendwen, niemals töten. Und wenn ich das Spiel jemandem empfehle, und ich bin nicht dafür, Leuten sowas so vorzugeben, aber das ist die eine einzige Sache, wo ich das mit dazu sage. Weil, wenn sie mir das nicht gesagt hätte und die Art und Weise, wie ich es dann gespielt hätte, und ich glaube, dass das mit einer der Gründe ist, warum manche Leute nicht zu dem Spiel finden, ist, weil sie halt da wie an jedes andere Spiel rangehen, und ich hätte es genauso wie jeder andere Spieler auch gemacht. Und das ist ja auch irgendwo, Spoiler Alert, also das, was das Spiel dir vorhält, dass du da reingehst und du gehst davon aus, das ist ein Spiel. Und ich habe ja gelernt, in Spielen, in RPGs geht man hin und tötet erstmal alles. Und wenn du Ja, das oder halt tust, zumindest, dass es legitim ist, Gegner zu töten, und das hält dir das Spiel dann halt am Ende so ein bisschen in der Metaebene vor. ja, und weil es halt eigentlich, also wenn du wirklich von einem normalen Menschen ausgehst, ist es halt auch eigentlich, stell dir mal vor, du gehst hin und jeder Mensch, der dich irgendwie, der nicht sofort dein bester Freund ist, ihr geht sofort in den Kampf und bringt euch gegenseitig um. Eigentlich ist es ja völliger Quatsch, wenn man vom normalen Leben ausgeht. Und Ja. aber genau das, so haben wir das ja auch im Grunde gelernt. So funktioniert ein Spiel, und deswegen hätte ich das damals auch sonst genauso gemacht. Und der True Pacifist Run ist ja irgendwo das, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, was die eigentlich richtige, in Klammern, richtige Erfahrung ist. Und dadurch kommt auch dieser Moment, den ich jetzt noch vorbereitet hatte, zustande. Ne, wie gesagt, 100 Millionen Spoiler Alert. Wenn du in Klammern Endkampf gehst, und wenn du dich dann, wenn sie mir das nicht gesagt hätte und ich im Spiel auch gemerkt hätte, dass das halt einen riesen Unterschied macht, wenn du die Möglichkeit bekommst, Flowey umzubringen, das war mein Moment der ultimativen Frustration. Es gibt viele Momente der Frustration in dem Spiel, weil es auch einige Kämpfe gibt, die halt wirklich, oder zumindest für mich, hart waren. Und ich sehe das eben auch in Playthroughs, einfach einige Kämpfe, die einfach schwer sind, die du dann oft machen musst. Und Flowey sagt ja auch am Anfang, sagt dir ganz smirky ins Gesicht, ja, du fühlst dich jetzt toll, weil du niemanden umgebracht hast, aber was ist, wenn du wirklich mal auf jemanden triffst, der wirklich hart ist, und du musst es immer und immer wieder versuchen? Wirst du dann töten? Wirst du aus Frustration töten? Ich freue mich drauf. Und dann denkst du dir so, du Dreckstück. Und am Ende bekommst du die Möglichkeit, Flowey zu töten. Und ich hätte ihn so gerne getötet. Dieses fucking Dreckstück, dieses ekelhafte Stück Scheiße, hat all diese Dinge getan. Und ich will aber den True Pacifist Run machen und bringe ihn jetzt nicht um. Aber im wahren Leben hätte ich ihn umgebracht. Aus Frustration. Da muss ich kurz fragen, ist dann, wenn man Flowey tötet, das der Pacifist Run und nicht mehr True Pacifist Run? Ja. Ah, witzig, okay. Das ist die Prüfung dabei. Das sind wirklich. Ja, und vor allem ist das die Definition von Pazifist, dass du halt niemanden tötest, selbst wenn er es 300 Millionen Mal verdient meine ich, hätte. True Pacifist klingt nach, es gibt einen Pacifist Run. Und das fand ich tatsächlich jetzt komisch, weil ein Pazifist eben wendet gar Ja, keine Gewalt an. das stimmt schon. Aber es gibt 2, 3 Momente, wo ich davon ausgehen würde, dass sogar ein Pacifist, also zum Beispiel, wenn es wirklich rein um dein eigenes Leben geht und es keine, also auch selbst, also wenn du wirklich Wege suchen musst, jemanden nicht zu töten, damit er dich nicht tötet. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass auch jemand, der sich selber als Pazifist betrachtet, dass er dann eben auch töten würde, weil. Nein. Also tatsächlich nicht. Also Nein, in der Philosophie nicht, aber wenn du in diesem Moment bist und es wirklich um dein Leben geht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass jemand, der sich sein ganzes Leben als True Pacifist betrachtet hat, dass er dann einfach aus Überlebenswillen heraus, ohne dass die Person das möchte, das dann trotzdem tut. Weißt du, wie ich meine? Ich wollte gerade sagen, dann kickt halt der Instinkt rein und Ja. dann ist es keine eigene Entscheidung mehr in der Hinsicht. Ja.
Auf jeden Fall gibt es im Spiel eben 2, 3 Momente, wo du dich wirklich anstrengen musst, diese Person jetzt nicht zu töten. Und ich glaube, dass das die Unterscheidung ist zwischen dem True Pacifist Run, wo du es wirklich nicht tust, und dem in Klammern Pacifist Run, wo du dir wirklich Mühe gibst, aber es am Ende dann eben doch irgendwie nicht schaffst. Ja, es ist halt cool, dass sich das Spiel schafft, so so aggressiv zu machen oder so aufzuziehen, dass du dann wirklich dir es schwer fällt, jetzt nicht die Waffe zu ziehen und loszugehen, ähnlich wie bei Force Junior. Ja Wo gut, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Spielern ist, weil bei mir ist es nicht so schwer, mich so wütend zu machen, dann mir zu wünschen. Also was aber das heißt nicht so Spiel, schwer? aber das Spiel versucht es halt, dich so zu Ja. ärgern. Mithilfe des Charakters natürlich. Ja, und da spielt einfach so viel zusammen, die Art und Weise, wie die Charaktere aufgebaut werden, dann die Musik, ganz klar, die einen Riesenteil auch dazu beiträgt, wie, ja, einfach, was für 'n Impact das emotional auf dich hat. Und, wie er auch in dem kurzen Ausschnitt gesagt hat: „Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespielt habe", und einfach nur 'n Musical Cue, weil Ja. du wenn du auf sowas achtest, merkst du es im Spiel auch irgendwann, die Charaktere, die ihre eigenen Musical Cues haben. Und das ist auch, so wie Dennis gesagt hat, es gibt ja keine Sprachausgabe, aber die Geräusche, die bei dem Sprechen kommen, die unterscheiden sich auch bei jedem Charakter. Und die unterscheiden sich auch in sich. Und das ist sehr, also man kann, wenn man auf sowas nicht achtet, kann es passieren, dass einem das nicht auffällt. Definitiv. Und es ist halt sehr subtil. Und wenn es einem aber auffällt, dann bringt das so viel mehr mit rein in diese ganze Komposition, möchte ich es nennen. Ja, Ja, aber es ist für mich so schwer vorstellbar, dass einen das nicht packen kann. Aber jeder Mensch ist da natürlich anders. ja, ich habe es mit anderen Situationen, also zum Beispiel, wo du auch sagst, Musik ist halt so typisches Ding. Selbst wenn ich auf der Arbeit sitze und irgendeine eine zufällige Playlist von Soundtracks laufen habe und dann ist vielleicht ein Ding dabei und dann denke ich, oh, das Lied kann ich jetzt hier auf Arbeit nicht hören, das muss ich Ja, wegdrücken, weil ich sowieso sofort wieder ein Kloß im Hals habe, mich an die Situation erinnere. Ähm, ja, ob das jetzt, keine Ahnung, Star Wars ist oder so, da gibt es ein paar Lieder oder halt auch aus Videospielen. Ich weiß nicht, Outer Wilds hat so ein, wo das nicht mal unbedingt traurige Momente sind, die machen mich einfach emotional und wo es mir dann schon schwerfällt, die Konzentration zu behalten und ja, dass mich dann tatsächlich einfach nur über die Musik wieder dahin transportiert oder wo ich tatsächlich auch, ähm, wo ich andere Situationen aus meinem echten Leben dann verbinde, wo ich diesen Soundtrack auch wieder gehört habe und dass mich das dann wieder packt. ja. Aber wie gesagt, Musik ist bei mir sowieso ein ganz starker Katalysator, was so Emotionen angeht. Sehr cool. Ja, wir erreichen fast die 2-Stunden-Marke. Was habt ihr denn oder habt ihr Hoffnung oder keine Ahnung, was wünscht ihr euch vielleicht noch von Videospielen, was so diese emotionale Bandbreite angeht? Habt ihr irgendwie das Gefühl, dass es weniger wird oder mehr wird? Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es, glaube ich, eher in der Double-A und Indie-Schiene ein bisschen mehr in die Richtung geht. Ähnlich würde ich mal behaupten wie bei den Cozy Games, dass die eher sich solche Sachen ähm, trauen. Natürlich haben die Triple-A Videospiele mehr Geld dahinter für Motion Capturing, Voice Acting und so weiter. Ich will nicht sagen, dass es das da nicht gibt, aber ich glaube, Indie-Spiele machen es doch häufig irgendwie ehrlicher. Also habt ihr noch Vorstellungen, was es oder Wünsche vielleicht einfach, was man in Zukunft sich noch erhoffen kann von emotionalen Spielen? Also ich für meinen Teil bin eigentlich sehr zufrieden. Nee, muss ich tatsächlich sagen. Ist Also, auch eine Emotion. Ne? ja, definitiv. Ich finde an sich, die Spiele machen das schon richtig. Ich will auch nicht, dass jedes Spiel voll die krassen emotionalen Momente hat, weil Nee, das nicht. dann ist es zu viel. Dann ist es schon überfordernd. Für mich reicht das, wenn so immer mal wieder ein Spiel kommt. Letztes halt Clair Obscur und das reicht, glaube ich, auch erstmal für ein Jahr. Ich bin das immer noch am Verdauen. Ja, ich wollte Weil gerade sagen, das das, ist auch immer so ein Ding. Man muss dann auch ein bisschen, ich muss nach so emotionalen Spielen auch erstmal irgendwas spielen. Entweder Mhm. ein Kontrastprogramm oder ja, irgendwas, wo ich Hirn ausschalten kann. Blöd gesagt, so ein Palate Cleanser, wie man im Englischen immer schön sagt, so hinten raus mal rauszugehen, bevor man sich jetzt wieder mit irgendwas belastet. ja. Egal, ob das jetzt traurig ist oder ich könnte jetzt auch nicht von einem emotionalen Spiel gleich in das nächste Doom starten und da die Aggression rauslassen. Ich brauche dann immer eine Pause. Ja. Also jetzt nicht wochenlang, aber
Ja, es dann ist auch Also hast du. von dieser Art Spielen. Also einfach auch Spiele, wo ich tatsächlich viel drüber nachdenke. Also Clear Obscure ist ja nicht nur traurig, ne, weil das so sehr einfach ist, sondern es ist so komisch, es klingt aber tatsächlich sehr gut nachvollziehbar, weil es geht nicht nur um einfach, oh, alles ist so traurig, alles ist so schlimm, sondern sehr reale Probleme, mit denen man sich identifizieren kann, mit Coping-Strategien, wie Mhm. man allgemein mit Problemen umgeht. Das ist halt sehr, wenn man sich darüber Gedanken macht, wiegt das sehr schwer. Dass viele Leute machen sich darüber Gedanken. Ich liebe die Community immer noch. Und da habe ich zumindest auch nichts Böses gefunden, weil jeder, der auch nur ansatzweise irgendwie, also da ist doch das Schlimmste, dass halt die Leute sich über ich sag mal, den ganzen Fußfetisch-Kram noch lustig machen. Und Jetzt jeder, sind der wir auch wieder nur bei seinen Seiten. Du kannst bitte? mir doch aber nicht. Ich habe noch nichts von einem Fußfetisch bei Clear Obscure gehört. Was? Echt nicht? Das ist ein Nein, Running Gag. Oh Also der ist nein. bei mir noch nicht angekommen. der Oh, Hintergrund ist, es gibt einen Charakter, Luné, die schwebt halt immer und die hat keine Schuhe, weil sie über die Füße auch Magie verwendet. Und dann gibt es einen Charakter, der hackt die Füße der Gegner ab und übernimmt die Fähigkeiten von diesen Leuten. Und das sind eigentlich die einzigen zwei Sachen im Spiel, aber weil dann halt so Sprüche fallen, dann kommt der eine Charakter an, oh, what lovely feet und sowas. Das ist halt ein Running Gag geworden. Das ist jetzt, du findest da jetzt nichts, also zumindest auf Reddit nichts Schlimmes bis jetzt. Ich hoffe, es bleibt so. ja, und Ich vor glaube, allem das kannst du stimmt. mir ja wohl nicht ernsthaft sagen, also wenn ich jetzt suchen gehen würde, Du da, würdest definitiv was die finden. ganze, und auch nicht nur Füße, jeder einzelne Charakter in diesem Spiel, von dem gibt es Porn. Ohne dass ich auch nur einen einzigen Charakter kenne, weiß ich das. Definitiv gibt es das, aber zumindest ist das bis jetzt noch nicht auf Reddit drüber geschwappt und ich bin sehr, sehr froh und ich hoffe, es bleibt so. Aber was da zum Beispiel auch ist, es gibt ja einen minderjährigen Charakter und wenn da jemand noch nur was Falsches sagt, die ist 16, hau ab. Danke, die Community ist noch halbwegs in Ordnung bis jetzt, aber ich glaube, Ja, ja, das hält das Internet bestimmt auf. Nicht. Also das Ja, kann ich, ja. ich weiß gar nicht, warum du dich da so beeinflussen lässt. Ich kann das prima trennen, auch wenn die Ja, Community ich um ein auch. Spiel völlige Katastrophe ist. Oh, Spiele ich das Spiel und ich kann das prima trennen. Ich bin immer noch Star Wars-Fan, obwohl ich die Community kenne. ja, Das ja, ist für das mich geht einfach. mir auch so, aber davon lasse ich mir kein Spiel, kein Film Ja, oder nee, Buch nee, ich versauen. trenne ich trenn das auch. Das war vorhin bei Undertale, wie gesagt, auch einfach nur so für mich eine witzige Side-Notiz, weil das halt wirklich so meine Reaktion in dem Moment war, weil ich so ein Flashback hatte. Ähm, aber was ich hinaus wollte bei Clear Obscure ist halt mit der Community, die auch extrem viel diskutiert und sich die Köpfe einschlägt über was ist das bessere Ending und warum, obwohl beide Enden einfach nur eine absolute Katastrophe sind. Also auch emotional gesehen. Und das finde ich auch schön, aber das schlaucht, wenn man sich viel damit beschäftigt, auch wenn Hm. es positiv ist, weil man auch positive Sachen draus sieht, aber das schlaucht. Deswegen finde ich es gut, dass nicht jedes Spiel emotional ist, sondern tatsächlich Spiele, die emotional sein wollen und das auch gut übertragen, das sind für mich Heavy-Hitter. Das kann ich nicht eins nach dem anderen spielen. Nee, Darum das geht auf es mir im keinen Fall. Endeffekt. Ne? Na, Und wenn ich so einen Heavy-Hitter habe, dann beschäftige ich mich aber auch über einen sehr langen Zeitraum damit. aber ich finde, du setzt hier schon wieder emotional mit traurig und Heavy Hitter Nein, und nein, so nee, nee, gleich. nee, nee. Nee, nee, das meinte ich ja. Es geht ja nicht nur um die reine Traurigkeit, sondern eben auch um Problemlösungsstrategien. Wie gehe ich mit sowas um? Und tatsächlich auch Relief von schweren Momenten, weil das Spiel selber auch darauf geht, wie gehe ich damit um? Wie finde ich Humor wieder in meinem Leben? Nein, das ist schon Ne? richtig, aber letzten Endes 'n Spiel, was nicht emotional ist, also, 'n Spiel muss ja irgendwo emotional sein, weil sonst würde ich's nicht spielen. Mhm. 'N Spiel, was keine Emotionen in mir auslöst, spiele ich nicht. Also, ob das jetzt Freude ist oder Relief oder Ja, klar. also, deswegen finde ich ja, also diesen Titel „emotionales Spiel“ finde ich 'n bisschen irreführend, weil es da wieder gleichgesetzt wird mit, wie du schon sagst, 'n Heavy Hitter. Das ist das, woran ich mich erinnere, ganz klar. Und ich kann nicht nur Clair Obscur Spiele spielen, also die auf diesem Level sind, Ja. ganz klar. Aber es muss ja schon irgendwas in mir auslösen. Ja, ich meine, Ja, ist das halt so ein tun ja bisschen Spiele, die aber Allgemeinstimmung von einem Spiel. Ich glaube, Clair genau. Obscur oder, keine Ahnung, 'nen Shadow of the Colossus, das ist jetzt allgemein ein ziemlich düsteres, melancholisches Spiel. Da kann ich auch nicht eins nach dem anderen, spielen. Da muss dann halt zwischendurch auch mal, keine Ahnung, was Fröhlicheres kommen. Und wie gesagt, ja, das löst natürlich auch Emotionen aus und das sollte auch jedes Spiel.
Ja, man verwechselt das halt schnell oder setzt es gleich emotional, gleich traurig oder ja, in der Richtung, was Ja. halt eine falsche Annahme ist. Für mich ging es tatsächlich jetzt eher darum, dass es halt Spiele gibt, die halt Emotionalität auch einfach als Thema, als ganz großes bestimmtes Thema Mhm. haben. Das trifft es vielleicht besser, weil was ich mit Ja. emotionalen Spielen meine, weil du hast recht, jedes Spiel löst im Idealfall eine Emotion bei mir aus. Obwohl man könnte auch argumentieren, die Abwesenheit von Emotionen, also dieses Lethargische ist auch, da gab es so dieses Spiel, wo du einfach nur wartest. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Und du wartest, dass dein König oder sowas aufwacht oder irgendwie sowas. Das habe ich gespielt und nein, du wartest nicht nur. Ja, aber Ach es ist, so, ist ein ich großer erinnere mich. Aspekt, ne? Es ist ein großer Aspekt davon. Ja, Man kann für das mich sich auch ist das, Speedrun. für mich ist das Diablo. Ja. Diablo 2 Ja, löst halt ja, gar nichts aus. Das ist wirklich ja. null. Das ist so Ähm, dieses stumpfe, zombieartige Klicken und ich weiß nicht, da mache ich mir jetzt keine Freunde mit, aber ja. Aber für mich ist halt nochmal eine Differenzierung. Zum Beispiel, ich habe ja heute Star Wars Squadrons erwähnt. Das ist für mich kein emotionales Spiel. Aber es hat natürlich emotionale Momente, die natürlich auch sehr viel in mir bewegen. Aber das ist halt kein Vergleich zu einem Clear Obscure in Shadow of the Colossus. Ich würde auch ein Last of Us mit reinbringen, was ja auch wirklich Emotionen, auch in der größeren Bandbreite, sehr, sehr groß hat. Ich meine, Freude ist ja auch ein großes Thema bei The Last of Us. Freude in einer bestimmten Situation finden und sowas. Und das ist für mich, finde ich, schon eine Unterscheidung. Ja, ich fand die Beschreibung gut, was du gesagt hast, 'n Spiel, was Emotionalität als überspannendes Thema irgendwo hat. ja. Ja, sowas kann man halt nicht ständig hintereinander spielen, das ist Nee, klar. und genau, ich glaube, dann drehe ich durch. Ja, das geht nicht. Nee, man muss auch, finde ich, es gibt auch Zeiten, wo ich einfach nicht in der Stimmung bin für solche Spiele. Ja. Auch wenn ich Ja, weiß, ja. dass jetzt ein Clear Obscure da ist, was ich auch noch spielen will. Im Moment war es jetzt eher, weil ich andere Spiele spiele, aber es gäbe auch Zeiten, wo ich sage, das packt mich gerade nicht, weil ich einfach zum Beispiel, keine Ahnung, im Frühling oder sowas bin ich meistens anders drauf wie im Herbst. Und es gibt einfach Spiele, die atmen für mich so diese Stimmung von Herbst, Winter und dann will ich auch ein bisschen so da reingehen und sage: „Okay, ich nehme jetzt ein Anführungszeichen trauriges Spiel Mhm. und habe da auch Bock drauf.“ Aber wie gesagt, da muss ich auch in der richtigen Stimmung für sein, um sowas anzufangen. Ja. Okay. Habt ihr noch was ihr loswerden wolltet? Ansonsten würde ich so langsam ein Schleifchen drum binden. Ich sage schon mal, das muss nicht die letzte Folge gewesen sein. Ich denke, es gibt noch sehr viele Momente, Oh auch wenn wir Gott, jetzt ja. wenn wir jetzt ein bisschen versucht haben, nicht die Top-10-Listen, abzugreifen. Jetzt erinnere ich mich gerade, ich bin ja gar nicht der Moderator. Was moderiere ich hier überhaupt ab? Ja, stimmt, was moderierst du? Ja, dann moderiere ich jetzt ab. Ja, wir kommen jetzt auf die 2-Stunden-Marke. Hey, wir haben jetzt viel länger gesprochen, als ich gedacht hätte. Aber wen wundert's noch bei uns und bei solchen Themen? Ich freue mich aber auch immer, wenn es so lang ist. Ich hoffe, euch hat's auch gefreut, dass wir hier in die Momente ein bisschen reingekommen sind, mal unsere Standpunkte erklärt haben, warum wir toll finden. Ja, vielleicht auch mal erklärt haben, warum uns etwas nicht abholt. Auch wenn Kira uns jetzt mich wahrscheinlich ein bisschen mehr hasst und den Dennis auch, weil wir Undertale einfach nicht spielen. Ich kann es ja noch mal versuchen. Vielleicht, Dennis, du hast da einen guten Punkt gehabt. Man muss in der richtigen Stimmung sein. Ich gucke mal, dass ich die richtige Stimmung für Undertale noch mal bekomme und dann versuche ich es noch mal. Ansonsten vielen lieben Dank auch für eure Einblicke und wenn ihr das hier alles mal ein bisschen interaktiver erleben wollt, kommt doch auf unseren Discord. Da reden wir die ganze Zeit miteinander, wir schreiben viel miteinander. Gibt auch immer tolle Diskussionen tatsächlich, auch sehr abwechslungsreiche Diskussionen, muss ich sagen. Auch Und sehr hitzige eigentlich Diskussionen. auch sehr hitzige Diskussionen, ja, aber immer respektvoll, das Ja, muss man ja ja. wirklich betonen. Das finde ich sehr, sehr klasse, dass selbst wenn man nicht einer Meinung ist, ist es immer sehr respektvoll. Ja. Und entsprechend kommt doch drauf, lasst uns auch ein Like da, egal wo ihr gerade zuhört. Und wenn es eine Kommentarfunktion gibt, kommentiert doch mal, was war denn für euch ein eurer emotionalsten Momente im Videospiel? Was hat euch richtig mitgenommen? Und warum war es Undertale? Warum war es Clear Obscure? Überzeugt uns. Wegen den Füßen. Aber die Memes sind wirklich gut. Es gibt ein Quentin Tarantino-Meme, ja. Ich liebe es. Ich habe es mir gerade verkniffen, aber ich hatte auch Quentin Tarantino schon auf der Zunge. Ja, da gibt es auch Memes. Die könnt ihr auch gerne bei uns im Meme-Channel posten. Da freut sich Kira dann.
kommentiert, zum Beispiel auf YouTube, wenn es noch eine Kommentarfunktion gibt, mit euren Beispielen. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs hier dabei sein und mitreden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei den Pixel Buddies. Tschö! Bis dahin, ciao, macht's gut.